Bin ich wieder da? Das sieht gut aus. Das sieht aus, als hätte ich Internet. So. Dann können wir ja wieder rübergehen. Yay. Internet. Da ist er ja. So, ach ja, zum Start klicken. Ich will das einfach mit dem Controller bedienen können, danke. Vielleicht sollte sich Mammut auch eine Gigabox holen. Für den Stream. Vielleicht sollte ich ein zweites Internet haben, so wie damals. So, ich wollte eigentlich noch Bücher einsammeln. Sehe aber auch schon, da hinten glitzert es auch noch. So. Da können wir bestimmt auch irgendwann eine ganz tolle Lesestunde machen hier mit den ganzen Büchern. Eine Lesestunde, in der ich mich ständig verhasple oder so ein Dreck. So. Aber die Internetausfälle hier in dieser Wohnung sind zwar häufiger, aber sie sind nicht so schlimm wie damals in Hannover, wo der Internetausfall meistens bedeutet so, ja, ne, ist vorbei mit dem Stream dann. Hier und so, da schafft das OBS noch selber neu zu connecten. Das ist eine andere Form von Upgrade. Immer positiv sehen. Die Helichurlish-Forscherin. Jeika Kushamusi. Ah ja. Wie bitte? Was? Oh, entschuldige, ich war noch in Gedanken. Das ist Helichurlish und heißt Hallo, schon gefrühstückt? Warum klingt das dann, als würdest du schimpfen? Stellst du etwas meine Kenntnisse in Frage? Zweifel sind wohl normal. Die Forschung zu Helichurlish steht noch ganz am Anfang. Ich selbst bin mir ja auch nicht sicher, welche Semantik viele Wörter haben. Was der Forschung zu Helichurlish momentan am meisten fehlt, sind Untersuchungen vor Ort. Wenn man mit Helichurlish sprechen könnte, wären die Antworten auf einige Fragen sicher nicht mehr lange ein Rätsel. Aber was? Nur wenige trauen sich, direkt mit Helichurlish in Kontakt zu treten. Wenn mir nur jemand dabei helfen könnte, meine Theorien zu bestätigen. Ja, das ist ja blöd. Ella Musk. Als Forscherin. Ist der Tesla-Typ nicht Elon Musk? Nicht Ella? Ist das eine Anlehnung daran? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, eventuell. So, als Forscher so den Namen gegeben. Ja, Lesestunde mit Mammut ist gut zum Einschlafen. Das höre ich doch gern. Mit meiner normalen Leitung ist qualitätsmäßig Streamen fast nicht möglich. Das ist ja blöd. Achso, jetzt wird über LTE geredet. Ich werde mir jetzt keine LTE-Box anschaffen, weil ich glaube, LTE-Stream ist echt kacke. So. Habe ich hier noch irgendwo Bücher? Ich weiß, da oben ist noch ein Buch. Das war die Elon Musk. Ach nee, da ist ein Buch. Okay. Das glaube ich drüben auf der anderen Seite, ne? Oder hier? Hier ist es. Okay. So, Lisa. Für dich bin ich hier. If you're borrowing a book, please register it in the log. The restricted section is currently not lending any books. Oh, it's you, little cutie. It's so good to see you. More refreshing than a strong cup of tea in the afternoon. Clearly you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? Hast du richtig erkannt.
Ich klaue die Bücherei nicht leer. Ich leihe sie aus. Für immer. So, did you have something you needed? Or did you just come to see me? Natürlich habe ich dich vermisst. Ooh, a smooth talker. Not what I was expecting. So, Miss Librarian, got any books to recommend? Recommended books. Sadly, everything I'd personally recommend is all in the restricted section, which we're not currently lending out. What's with your ominous tone? Oh, right. Would you be interested in checking out the Devat travel guide? I think it would be quite helpful for you as travelers here. Ooh, sounds like it could be helpful. Do you think we could take a peek? I suppose I can try to find you a copy from the list. Isn't this Lisa's job? What does she mean, I suppose? Es werden teure zu spät bringen dear. können. Nur wenn ich It's es zurückbringe. unfortunate. Our copy is currently being borrowed. That said, it is now overdue. Come to think of it, quite a few of our books are now overdue. I Verstehe really ich wish nicht. people would just return their books on time. Whoa, is Paimon imagining things, or does the air in here suddenly feel a lot more electrified? Ich krieg ja Gänsehaut. Such a pain. I'm going out to bring those unreturned books back. If you'd rather get your hands on that copy of the Tevat travel guide sooner, you'd better come with me. Lisa seems really scary right now. Paimon thinks it would be best if you answer her. Ja, You natürlich. really are such a considerate cutie. Let's see. First, we can go to the souvenir shop. It's called With Wind Comes Glory. So let's meet there shortly. Okay. Tempus fugit, erster Akt. Da ist noch ein Buch. So, habe ich jetzt alles. Ah ja. Vielen Dank, Epic Games. Irgendwie hat meine Anfrage angenommen. Ich habe keine Anfrage gestellt. Muss ich nachher mal nachgucken. Das geht ja so nicht. Da esse ich erstmal einen Keks. Und ja, ich muss Bücher eintreiben und bringe meine nicht mehr zurück. Absolut korrekt. So funktioniert das doch, oder? Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Sie hat mich Cutie genannt. Majori, wir kommen wegen, du weißt schon was, ne? Das geht so nicht. Das Buch. Oder dein Leben. Hello, Marjorie. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. Das Buch. Since we came all this way, why don't we put our official business to one side for a moment? All work and no play makes life terribly mundane. Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. I'm sure you'll find something that strikes your fancy, Lisa. Or you could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion. Yes, yes, let us pick. Also. Die Sache mit den 30, 40 Büchern, ja, wo ich die hinstecke. Ich weiß nicht, warum man das noch hinterfragen muss. Hallo, kleiner Rolli. Ja, ich habe hier auch Kekse. Mehr als 30, 40 Stück. Wo landen die, wenn ich sie gegessen habe? Tut dir einfach was aus, ihr würde schon gefallen. Kurze Hosen. This pair? Soft, puffy, and very comfortable. Certain to make a little girl, well, in this case a woman, look quite adorable. After all, they're the same kind worn by toy dolls.
They're practically a badge of cuteness. Bloomers? I'm sure to attract some strange looks if I dress up like a small child in public. Do you have some strange hobby you're not telling me about? You sure? Can't change again once you've made your mind up. Nein, da bin ich mir nicht sicher. Such dir einfach etwas aus. Eine Voodoo-Puppe. This is the toy doll I was talking about earlier. Doesn't she look lovely in those shorts? It does look a little bit terrifying, doesn't it? I wonder if you could find some other use for it. Voodoo doll? Have you lost your mind? What could I have possibly done to deserve this? You sure? Can't change again once you've made your mind up. Okay, dann nicht. Was haben wir denn noch? Achso, das ist okay. Was ist mit der zerrissenen alten Schriftrolle? This is a historical relic retrieved from some ruins by one of the Adventurers Guild. Sure, there's a bit of wear and tear, but this thing in the painting must be well over 1,000 years old. Though it doesn't make much sense to me. My goodness. This is one of the 3 lost scrolls that make up the Northern Border Wind investigation. What is it doing here? You sure? Can't change again once you've made your mind up. Ja, ich glaube, ihr gefällt das. My. You clearly know a treasure when you see it. This is a work of unparalleled significance for the research of ancient people's understanding of the elements. I will gladly accept it. Goodness, is that the time? Marjorie, one last thing. About the legend of Vanessa. Oh, so you're a fan of the gallant Lady Vanessa too? Why didn't you say so? I have all sorts of items I could recommend. For example, this lion's tooth pendant with Vanessa's name carved into it. It was once a medal awarded to a knight by the great lady herself. Ich glaube, Lisa meint das Buch, das du ausgeliehen hast. Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know that book was overdue, even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put 2 and 2 together as soon as I saw you here. Here you go. Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be, Lisa. Let's go and find the next overdue book. Okay. Auf Zuckerchen. Welcome to Good Hunter. Table for 2? 3! Oh, my apologies. Please sit wherever you like, and call me over once you're ready to order. So we're gonna eat first and bring up the book situation later? Why, of course. The stress of work really takes the pleasure out of eating, don't you think? Work is that bad, huh? Okay. Such eine Speise nach Lisas Geschmack aus. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. Okay. Wie wär's mit einem ganz klassischen Steak? Roh, ungebraten. Good Hunter's signature dish. If it's what you want, I'll try anything once. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Nö. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. Hat es mit Räuchergeflügel nach Art des Nordens. This seems like the sort of staple bar food you'd find at the tavern. It has an extremely strong flavor, so drinkers love it because they can actually taste it. You sure? Nein. Why don't... Was haben wir noch? Okay. Dann warte einen Augenblick. Was sagt sie denn dazu? Weißt du, was Lisa am meisten mag? What does Lisa like to eat? She's been here a few times with Master Jean for afternoon tea before. I think she normally orders something vegetarian. A lady tends to eat cautiously on account of her physique, after all. Ich mag On auch that note, Gemüse. I should probably be watching my own diet a little more. Okay.
Hey du, willst du eine Why don't gebratene you order us Paprika? something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. Rettichsuppe. I imagine that making a good vegetable soup takes good quality ingredients, cooked in the right order, at the right heat, for the right length of time. At least, those are the principles that apply when one is making potions. But from what I've heard, soup making was a popular pastime among the witches of the past. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Klingt wie eine wichtige Entscheidung, ist es aber letztendlich wahrscheinlich gar nicht. Finished ordering? Sit here. Let's dine together. Okay. A fine choice. I'm pleasantly surprised. A truly enchanting dish. Certainly a good fit for a witch. I am simply brimming with elemental energy after that. Paimon's so full. Time is getting on. I suppose I should carry on with this ghastly thing called work. Let's have a little chat with Sarah about her library book. Would you like to order something else? No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the boar princess. The boar brisket? I'm sorry. I think we took that off the menu. She means the book you borrowed. Oh, of course. I came straight to the restaurant after I borrowed it and completely forgotten that I even had it. I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Okay then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop then, cutie. Okidoki. Wo geht's hin? Rebooting. Da, zum Blumenladen, ja? Zur Blumenfee. Donner! Ohne Blitz. This is our final call for the day. Welcome. Couples are our specialty. Let me know what you'd like and I'll wrap them up nicely for you. Ah, yes. Now, which book was it that has the line, "A date without flowers is a date without romance"? Willst du einen Strauß Blumen? Why, it just so happens that I would, my kindest cutie. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Löwenzahn. Dandelions are one of our classics, and a personal favorite of Miss Flora, the shop owner. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell dandelions. They're a nuisance to care for. Perhaps Miss Flora likes the sense of floating away to a faraway land that the dandelion evokes. Come to think of it, Miss Flora herself gives people the same impression. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Sie hat Löwenzahn tatsächlich relativ verkaufsnett beschrieben. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da draußen halt jemand gibt, ne, der sich halt so denkt so, boah, da wächst Löwenzahn. Boah, das bringt meine Freundin mit. Weil dann habe ich hier Blumen mitgebracht, weißt du. Nee. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Wie sieht's aus mit Gänseblümchen? Ach nee, Eisnebelblumen. Mist flowers? Over there in the corner. But don't touch them with your bare hands. You'll get frostbite. You want them? You're sure? What an unusual choice. It's just that Lisa seems to use Electro quite a lot. Things could get a little bit dangerous. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Löwenzahnhonig ist total lecker. Löwenzahnhonig? Some Sagt mir flowers so for gar Miss nichts. Lisa? What would you like? Willst du wissen, was ich denke? You want my help? I don't know if I have the best taste in flowers. Why don't you go ask Miss Flora, the shop owner? I couldn't help but notice the flower on Miss Lisa's hat, Ja, okay, though. Meerschweinchen I lieben think it's a Löwenzahn. rose. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Was mit Rosen? These roses were bought from a traveling merchant a few days ago. Miss Flora thought maybe someone would like them. This is the only bunch. You sure?
Can't change again once you've made your mind up. Some Nein. flowers for... Da gab es doch noch eine andere, ne? Sag Bescheid, wenn du dich entschieden hast. So. Wer ist diese Miss Flora? Die ist jetzt hier gar nicht, ne? Stanley. Also sonst hätte ich die halt nochmal gefragt, ne? Ich meine, die ganzen Dinge haben ja alle als... Ich meine, das ist total mega unwichtig, ne? Du kannst ja auswählen, was du willst. Ne? Aber, so an sich hat sie ja gesagt, die Miss Flora weiß vielleicht noch, ne, was ihr halt besonders gut gefallen könnte. Aber keine Ahnung, woher die Miss Flora ist. Ja, dann kriegt sie halt den Strauß Rosen. Gosh. Oh, I can think. Some flowers for Miss Lisa? Ja, hier What would you Rosen. like? These roses were bought from a traveling merchant. Miss Flora thought maybe someone would like them. This is the only bunch. You sure? Can't change again once you've made your mind up. I can see you put a lot of thought into this. Have you ever heard of the Witch of Purple Rose before? I thought that after returning to Mondstadt, I wouldn't have the chance to see fresh roses again. This seems like a good sign. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business is selling flowers. Once again, we see a total lack of respect for literature. The Pale Princess and the Six Pygmies. Ring a bell? Oh, yes. Well, what happened was... Oh no, what am I gonna do? Zurückgeben. I lost the book. A while back, I realized it was almost due, and I was getting ready to bring it back to the library, but I couldn't find it anywhere. I looked for days, but nothing. It's like somebody stole it. It should have been there, on my bedside table, right where I left it. Uh-oh. That Lisa does some crazy things when she gets mad. I heard that. Well, if it really was stolen, Donna's done nothing wrong. The blame lies with the book thief. And their punishment will be 10 times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy. Wie finden wir das verlorene Buch wieder? Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow. When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie, I've heard your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? Elemental sensitivity? Oh, Paimon's got it. Use your elemental sight to look for clues. Nein, wirklich? Bei der Macht meines Elementarblicks, wo muss ich hin? Da wäre die Frau Flora gewesen. Looking at the elemental traces, it does seem likely that the book was stolen. So Donna didn't do anything wrong after all. It's not from the restricted section, so it's hardly a book worth stealing. Whoever wanted this book so badly had a strange fixation indeed. So what do we do now? The elemental traces are very faint, but I can tell that the thief took it beyond the city walls. You must see it too, right, cutie? Let's follow the trail and have a look where our thief was headed, shall we? Muss wohl, ne? Kurz vorher war er mal zum Schmied. Könnte helfen. Jo, ich möchte verschmieden. Okay. So. Wir wollten ihr, glaube ich, hier irgendwie sowas machen, ne? Haben wir jetzt gerade so die Hälfte halt zusammen, mehr oder weniger. Da brauchen wir noch ein bisschen. So. Dann gucken wir mal. Nein, das war verkehrt. So. Da vorne ist eine Spur.
The elemental traces are strong here, but it seems our thief did not stay for long. The trail keeps going. Let's keep looking. Bin ja schon dabei. So. Hier gibt es immer irgendwelche Blümchen. Nie verkehrt. Irgendein Herz. Auch nicht verkehrt. Irgendein Schwein. Schwein gehabt. So. Nicht eine Zuckerblume oder so. Alles mitnehmen. Kann man alles gebrauchen. So. Muss ich, glaube ich, hier mal hoch. Bin da, bin noch. Da ist eine Spur. Level 7. It's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Maybe we frightened the turtle back inside his shell. So. Irgendwo noch dahin. Oh, Erze. Vernichte alle Monster. Überraschendes Ereignis. Ja, machen wir mal eben schnell. Gibt Erfahrungspunkte und so einen Trick. Alle 2 Monster besiegen, ja? Hey du, dein Schild brennt. Dein Schild brennt nicht mehr. Jetzt brennt's wieder. Das war ja schwer. So, gab doch ein bisschen Erfahrungspunkte und Mora und anderen Dreck. So. Das ist kein explosives Fass, ne? Nö. Ach, jetzt haben sie mich eh gesehen. Hey, hey. Fun Fact, wenn ein Gegner mit Feuer gedingst ist, ein Debuff drauf hat und du machst dann Elektroschaden drauf, gibt es eine Explosion und macht mehr Schaden. Also Feuer und Zeug, voll gut und so. Ja, Feuer und Zeug, voll Feuerzeug. It must be nearby. Using elemental sight, you can even detect magic. Follow the flow of magic to find the book. Okay. Ist wahrscheinlich erstmal dem Weg hier folgen. Da vorne sind ein paar Gegner. Die können wir ganz kurz mal ein bisschen erledigen. Boom, Baby. Das macht nicht mal so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. Der ist ein bisschen weggeflogen. Bitte warten. Zielort wird erreicht. Da ist etwas. Das sind Kratzer. Ich weiß nicht.
The thief lives inside ruins? Mondstadt people do have some strange quirks. Please do not jump to such a preposterous conclusion about the living habits of Mondstadt's residents. This seems far more likely to be the work of some none too friendly troublemakers. Der Orden des Abgrunds? It's like you can read my mind. This is more likely to be the Abyss Order's doing. They do seem to have a way of slipping in and out of places like ghosts, after all. Also, there's an elemental seal at the entrance. It looks like the result of an Abyss mage's magic. A seal? How are we gonna break it? Is this gonna turn into another huge ordeal? Not to worry. If you think a little magic can keep me out, think again. Why is that? Ja toll, jetzt hat es kaputt gemacht. Come on. Whoa! So this is what Lisa's like when she's hard at work. Deswegen machst du es so selten. So, finde das gestohlene Buch. Okay. Herausforderung starten wird schon irgendwie. So. It's so much bigger in here than Paimon thought. Do we really have to go all the way inside? Natürlich. If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions. Bitte warten. Zielort wird erreicht. Das ist eine Kiste. Die wollen wir haben. Die Kiste wollen wir haben. Jo, fast tot. Super. Like a Mammut. Yep. Go. Die muss ich auch machen. Da sterbe ich aber immer drin, wie du stirbst. Warum stirbst du denn? In den Lasern hier? Oder weil dir die Ausdauer ausgeht? Tor der Wiedergeburt. Yay! Greif Elektrosensoren an, um sie aufzuladen, die Vorrichtung zu aktivieren. Habe ich so außerhalb dieses Dungeons aber auch noch nie gesehen, ne? Also nicht bewusst. Ein Apfel. Ich hab nie genug Essen. Man braucht hier Essen? Das stand nicht in der Auftragsbeschreibung. Anscheinend muss ich da nicht lang. Dann halt so. Man hätte ja auch einfach die Wand hochklettern können. Aber nein. Da. Ich will mal das Endding da anbrutzeln, aber so funktioniert das ja nicht. Guten Tag. You've been a naughty boy. Windfelder aktivieren. Aktiviert. Aktimell heißt es, ne? Aktiviert Abwehrkräfte. Ist auch schon fast ein Zungenbrecher. Die schaffe ich immer easy. Diese Fässer. Mit Weizen. Juhu! Weizen! Und da.
Come a little closer. Brutzeltime. Easy, gar kein Problem, First Try. Oh nein, da sind noch mehr. Oh nein, was mache ich nur? Besiege innerhalb von 30 Sekunden alle Schleime. Okay. Kriegst du Zeit dazu, wenn ich einen töte? Okay, letzte Prüfung gleich. Aber wir haben mal Kisten kaputt. So. Ganz viel Zutaten. So, letzte Prüfung. Besiege den Abgrundmagier. Ja, gut. Der Abgrundmagier ist immer kacke. Ich hasse die Viecher. Ich hasse sie richtig. Besonders wenn sie dann in miesen Kombinationen hast, von wegen, ne? So ein Wasserabgrundmagier und ein Eispepper noch dazu. Schlimmer geht nicht. Let's spark things up a little. How did you find this place? It's so well hidden. I have no interest in finding out where you little rascals hide yourselves away, but I do want my book back. Tell me, how is it that you have the time to conceal your stronghold and apply a magic seal, but not to sign out a library book in the proper manner? You have no respect whatsoever for other people's work. You just want the book? I was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with unearthing the secret hidden inside this book. Who are you? The librarian, although I believe that should be quite clear already. Return the book. This is an ultimatum. Since you insist on concealing your identity, I have all the less reason to give you that book. After all, it contains the secret. Huh? What are you doing? Such concentrated elemental power! Please don't! Kamehameha? Nachdem Lisa ihre Geduld verloren hatte, wurde der Abgrundmagier durch ihre starke Elektrizität ohnmächtig. Sie ist so stark! Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. War es für ein gestohlenes Buch nötig? Absolut. Ihr habt ihn noch nicht ausreden lassen. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should be around here somewhere. So. Ah. Kiste! It's the Pale Princess and the Six Pygmies. Paimon remembers that name. Is this the one you were looking for? Ich That's bin the voll one. Alleinunterhalter It's a heute. good thing it isn't damaged. Otherwise... Wenigstens eine. Otherwise what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve? I would have probably have needed to dish out a little taste of one of my potions in that case. Then again, as I said, it isn't from the restricted section, which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah, it seems like just an Alle average Geld. storybook. Warum will der Orden des Abgrunds dann... As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? Wann läuft die Frist ab? There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. Ah, siehst du, ich bin This is an Verwahrer. exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work onto someone else? Also, ne, da haben wir es offiziell. Ich leihe meine Bücher nicht aus. Ich verwahre sie. Excuse me, are you in some way dissatisfied with my work? Ich werde ganz besonders behutsam mit dem Buch umgehen. Good. You're amenable to reason then.
I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My Sie will work mich here immer is bei done. sich haben. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. Okay. So. Gibt's hier noch anderes Zeug? Nein? Okay, dann kann ich auch wieder gehen. So. Wir sind immer noch Abenteuerstufe 17. Heute geht's echt langsam voran, ne? Was meinst du mit heute? Du bist immer so lahmer. Shit, das mag sein. Oh, Fleisch. Bleib hier! Bleib hier, mein Fleisch! Ha! Voll erwischt. Es war so niedlich. Jetzt nicht mehr. Jetzt war es wirklich niedlich. Betonung liegt auf war. Da war ein Aussichtspunkt, oder? Oder war es einfach nur ein Gras? Ach nee, das war das Ding. Da muss ich auch hin. Life goes on. Mal eben so ein bisschen heilen. Heile, 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 heile. Ich hätte mich auch einfach nach Mondstadt teleportieren können, ne? Aber nein. Nein, nein. Wo kommen wir denn da hin? Nach Mondstadt! Man muss ja gucken, ob man hier irgendwo noch eine Kiste verpasst oder so. Oder anderes tolles Zeug. Möglichkeiten gibt es. Nice. So. Bin schon fast wieder drin. Ich kann ja auch noch mal Pusteblume pusten. Yay! Yay! Und hier auch noch mal. Yay! Tschüss. Ich wollte den Löwenzahnsamen. Man muss ja Prioritäten setzen. Oder Pioretten. Haven't you heard? Nee. There's a strange wanderer. Wirklich, toll. Zieh mir mehr davon. 15, 16. So. Geht doch. Bin schon da. Bitte warten. Er lädt ganz schön lang. Bitte warten. So, wo ist er denn? Hallo, wie kann ich möglich sein? Du kannst aufhören mit mir zu reden, damit ich da reingehen kann. Okay. Öffnen. Bin drin. You've returned. The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Thank you, Miss Lisa.
Der Reiseführer von Teyvat. Look, over there on the shelf. Isn't that the Teyvat travel guide? And look how many copies there are. The Teyvat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one. Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. The Teyvat travel guide was just bait to get us to do a day's work. I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow, Lisa went and bought us some special souvenirs. In fact, they were intended for our next outing. But never mind. We can discuss next time's activity when the time comes. I hope you are looking forward to it. Ich kann ja auch. So. Nimm dir den Reiseführer Teyvat. Abenteuerstufe 18. So. Fabulae Textila, erster Akt, umherziehender Held, was? Es gibt verschiedenste Wege, Abenteuer-EP zu sammeln, um deine Abenteuerstufe zu erhöhen. Beispielsweise das Ausführen vielerlei Aufträge, das Finden von Truhen, das Ausführen von Exkursionen in der Abenteuerlizenz und das Aktivieren von Blüten des Flusses der Elemente. Ach, das Ding, okay. Mit all diesen Möglichkeiten kannst du die Abenteuer-EP sammeln und deine Abenteuerstufe erhöhen. Mit höherer Abenteuerstufe wirst du mehr Herausforderungen und Gelegenheiten in der Welt finden. Okay. So. Jetzt haben wir Abenteuerstufe 18. Jetzt können wir zum Beispiel das hier machen, ne? Hier irgendwas von wegen. Ich glaube, das ist die Hauptquest, ne? Das Lied von dem Drachen, ja. Wir können jetzt aber auch das hier machen. Barbara's here. Zum Auftrag. Achso, das ist da mit drin. Okay. Ja, okay. So. Das hier ist ja erst 2 Level später. Dann können wir jetzt nochmal gucken, was wir für eine Belohnung kriegen für unser Abenteuerlevel. Gute Nacht, alles klar, gute Nacht. Achso, weil ich gegähnt habe, ne? Oh, ich bin auch doof. Ich bin halt Profi-Gähner. So. Oh, da glitzert was. Da glitzert was. Bestimmt ein Buch. Ich bin Verwahrer von Büchern. So. Hallo. Ad Astra Abyssask. Welcome to the Adventurers Guild. Ja. So. Belohnung für Abenteuerstufe abholen. Was gäbe es denn? Noch nicht die Weltstufe erhöhen, okay. Was gibt's? Keine Ahnung. Da. Weltstufe würde auf 1 erhöht werden ab Stufe 20. Sobald die Weltstufe erhöht wird, erhöht sich halt auch die Stufe von Gegnern und Bossen. Wir kriegen aber auch bessere Belohnungen. Ja. So, jetzt aber erstmal hierhin. Wir können sie auf jeden Fall noch aufleveln. 1, 2, breathe. 3, 4. So. Dann haben wir sie schon mal auf 20. Ja, und wir können sie halt noch gar nicht höher bringen, weil wir dafür erst diese komischen Glöckchen, Schleichglöckchen brauchen. Glasglöckchen. Die kriegen wir erst aus anderen Gegenden. Die müssten wir uns dann theoretisch sammeln. Leveln wir sie jetzt hoch? Ich weiß es nicht. Grundsätzlich bräuchten wir sie eigentlich schon als Fernkämpferin, weil ich kann mir dieses Team jetzt aktuell mit den Charakteren, die wir haben, nicht in einer anderen Konstellation vorstellen. Und Feuer ist nicht verkehrt, also leveln wir sie hoch.
Hey Chef, ich habe Bild geschickt. So, genehmigt für den Job. Muss gucken. Ich muss gucken. Bei mir ist noch kein Bild angekommen. Das ist wahrscheinlich dann dein Internet, das das Bild noch nicht geschickt hat. Ne, bei mir ist noch nichts angekommen. So. So, Waffe verstärken ist ja auch noch nicht, weil wegen Teile fehlen. Beim Film oder vor dem Rechner bin ich immer voll müde. Im Bett dann zack, hellwach. Bei mir ist beim Film auf jeden Fall, kann ich sehr gut irgendwie einnickern. Beim Spielen eigentlich eher selten. Und wenn ich im Bett bin, schon gar nicht. Also außer ich bin echt müde. So. Hier können wir, glaube ich, morgen halt Zeug farmen. Ja, da kämen wir halt heute schon zu irgendwas. Das hier brauchen wir ja. Das kriegen wir. Ja doch, das können wir ja Sonntag auswählen, glaube ich. Irgendwie so war das doch, ne? Das haben die jetzt geändert. Vorher war es halt tatsächlich, du kannst halt, ist halt immer tagesabhängig, was du in welchen Dungeons halt wo kriegst. Das haben die aber tatsächlich geändert, dass du halt sonntags immer suchen kannst, was du haben willst. Ne? Hier steht halt immer, ne, Dienstag, Freitag, Sonntag. So. Okay. Müssten wir aber halt auch immer den Dingens dafür haben. Die Sphäre. So kann ich nicht arbeiten, ey. Ist schon kacke, wenn man nicht arbeiten kann, ne? Ich kenne das. Ne, jetzt hier vorm Stream-Start wollte halt auch das Streaming-PC erstmal wieder rummeckern. Da habe ich schon wieder so ein bisschen Panik gekriegt, so, kriege ich den Stream überhaupt hin heute? Hat aber dann doch noch irgendwie, ne? Irgendwie hat sich der PC überreden lassen, so nach dem Motto so, ja, okay, machen wir mal. Ist okay. Ich fahr mal hoch, so wie ich soll. Oh. Oh, das ist ein Erz. Oho, der Herr hat einen Streaming-PC. Ja, hatte ich eigentlich schon lange, nur jetzt ist er auch endlich mal eingerichtet. Spielst du Mittagsschlafroulette? Hinlegen ohne Wetter? Mal gucken, ob man 10 Minuten, 2 Stunden oder 4 Stunden ratzt? Hin und wieder ja. Guten Tag, die Herrschaften. Was geht ab? The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master D. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animo God Barbados, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Tevat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. Das klingt, als wärst du auch noch stolz drauf. Aw, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. Die Jagd beginnt. Okay.
Das Lied von den Drachen und der Freiheit. Okay. Wo soll ich hin? Da vorne. Das hält nicht so weit. Ich bin ein Gummibär. Ich hüpfe hier und dort und überall. Das ist auch wieder so ein Abgrundmagier. Ich mach den Plot. Und andere Level 23 Gegner. Neues Monster. Ein Hydro-Abgrundmagier. So, das war der. Hast du diese Magier? So. Oh, das muss ich sogar tun. What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's lair? Nee. But Jean and Master Diluc are no doubt aware of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls. But it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. The Traveler? Weil ich den Trainingskristall gereinigt habe. Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Wurde nicht eben gesagt, dass ich ein guter Kämpfer bin? Hey, nice plan. Worth a shot. I am with you, honorary knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. Okay. So, das heißt, ich muss hier wohin? Geht zum Eingang zu Dvalins Ruhen. Da. Kann ich mich so ein Stückchen hin teleportieren, muss ich da nicht hinlaufen. So. Bin ich schon da? Bin ich schon da? Hey, cool, Weizen. Ich gehe hier rum. Bevor ich da irgendwie hochkletter, das wird doch wieder nichts. So, hier eh runter. Oh, da ist ein Blub. Ich nehme das gerne mit.
So. Bin noch. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have. I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Wait. What is that? Man nennt es Gegner. Attack! Prepare yourselves! Okay. The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wait. Warum haut er jetzt ab? Ach so, damit er sich resetten kann. Ist ja toll. Trail camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Lass das doch mal. Junge. Zeig dein Schild. Dankeschön. Das brennt aber schön. Das brannte schön. Alter. Dein Schild. Genau. So. Was ist denn darum? The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. Ja, das hätte er nicht machen können, während da ein paar Gegner sind. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. Okay. Hätte Fahrradkette. So, ist hier irgendwie was Tolles? Nein. Oh, Saftladen. Da ist ein Teleportationspunkt, den nehmen wir doch. Und die Musik, auch die hier gespielt wird. Ist der Walzer des Windes. Der Windwalzer. Da ist eine Kiste. Da war eine Kiste. So. Siehst du, da kann ich eigentlich nochmal gucken hier. Wie sieht es eigentlich mit Artefakten hier aus? Haben wir eigentlich schon irgendwas Besseres inzwischen? Das ist das Einzige, wo wir was... Lilanes haben bislang, ne? Mein gut, ne? Mit höherer Weltenstufe sieht das halt dann auch schon anders aus. Aber dann können wir so lange zumindest in das Artefakt noch ein bisschen was reinstopfen. Was drin ist, ist drin. So, ein Level noch. Wobei, vielleicht haben wir sogar so viel, dass wir halt sogar noch mehr machen können. Ist alles vom Vorteil für unseren Charakter. Keine Objekte mit 1 Stern mehr, aber welche mit 2 Sternen.
So. Alles rein hier. Soll sich auch lohnen. Selbst wenn das halt später irgendein anderer Charakter kriegt. 16 ist für 4 Sterne das höchste oder sowas. Widerhallender Gesang. Ja, 16 ist das höchste. Okay. So, das heißt, ich kann wieder irgendwelche Urgestein-Dinger abholen für, ey, du hast das ganz schön geskillt. Ja. Herrentoilette, Klarinette. Ich mache manchmal auch Wind, würde das aber nicht gerade Walzer nennen. Trompete, Posaune. Posaune. Ja, hier ist es tatsächlich ein Dreivierteltakt, deswegen Walzer. Deswegen. Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Paimon wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. Ich mag Ruin. He doesn't walk in. He flies in. Oh. You do have a point. Das sind auch Kisten. Jetzt gibt es bestimmt noch ganz viel zu holen. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. Okay, betritt den Turm. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along and all. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drank in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? So, darunter ist auch eine Kiste. Man muss hier ja echt, ne? In jede Ecke kannst du gucken. Da findest du überall irgendeinen Dreck. Und selbst der Dreck ist toll, weil das kannst du verwenden für irgendwas anderes. Selten hat es Spaß gemacht, halt in irgendein Spiel irgendeinen Dreck einzusammeln. Oh. Da war ein Dorn. Die habe ich zu spät gesehen. Die Kiste darf ruhig auch brennen. Zumindest deren Dornen. So. Mit meinem Inhalator vor der Nase höre ich mich an wie das Feder. So, Bild ist angekommen. Ist in Ordnung. Das kannst du so verwenden. Daumen hoch. Ist abgenickt von Technik. Wir haben hier so eine Geisterschale. Irgendwo ist hier so ein... Vorsicht, Wand. Aha! Das ist doch bestimmt auch eine Kiste. Da ist auf jeden Fall der Geist, da ist die Kiste. Achso. Let it rain.
Geht doch. Shop-Update gibt's dann erstmal. Wer hätte es gedacht? Vollgeschissene Internet, was willst du da erwarten? So. Und du kommst mal schön rum hier. Oder Cognac, ist mir auch egal. Kommst du rum, komm ich Cognac. Kiste! So, da hinten. Da sehe ich schon, da kann irgendwas ganz toll explodieren. Oder halt noch nicht, dann nehmen wir halt das andere Fass. So. Ein Gegner weniger. Oder auch nicht, weil er da nicht so ganz toll runtergefallen ist. Hey du. Ja, genau du. Wie, hier ist keine Kiste. Oh. Saftladen hier, ey. Ist hier irgendwo eine Kiste? Bestimmt irgendwo auf dem Mauerwerk irgendwo drauf. Puh, okay. Guten Tag. Musik ist alle. Hier ist ein Blub. Irgendwo. Und da ist auch noch ein Blub. Wo ist hier der Blub? Ich will das Blub. Aha. Ist möglicherweise hier irgendwie unter uns. Ist ja gut möglich. Oh, nicht hier. Oh, nicht hier. Da ist es. Tag. Nur noch so komische Kristalle. Noch so komische Gegner. Guten Tag. Sie haben sich nicht mal gewehrt. Halt. So. Guten Tag. Da ist ja noch ein Blub. 3 Blubs. Verteilt auf wenig Platz. Irgendwo ist es. Ich weiß noch nicht wo. Irgendwo hier in der Richtung. Vielleicht wieder hier irgendwo unten drunter. Jo. Da hinten schwirrt ein Geist rum. Mensch, Mama, du musst aber zu Quest. Ja. Stress mal nicht. Da fliegt dann wahrscheinlich der Geist rein. Ist auch noch irgend so ein Ding. Muss man wahrscheinlich auch noch irgendwas mitmachen. Hey. Siehst du wohl. Musik ist wieder alle. Wer hat die Musik alle gemacht? Finde ich nicht okay.
Guten Tag. Ja, noch bin ich relativ overpowered für die Gegner. Das ändert sich jetzt sehr schnell dann. Was ist denn das? So, jetzt ist hier noch irgendwo das andere Blut. Und eine Kiste. Hallo. So. Oh. Da bin ich gegen eine Wand gelaufen. Das geht natürlich so nicht. Niemand, der dumm fragt. Ich frage nicht dumm, ich frage äußerst intelligent. Ist so. Ist Pokémon. Oh, noch eine Kiste. Werden die dahingestellt. Immer die Frau. So, wo ist hier das Blut? Da oben ist es drin, ne? Ja. Was könnte das sein? Wobei ich mir nicht sicher bin. Weil eigentlich ist es irgendwo hier. Ja, da oben ist halt definitiv auch nochmal so Blut drin. Sanita ist jetzt hier irgendwie unter uns. Hier ist nichts. Da ist aber eine Kiste. Mensch, Mammut, so kommst du ja nie voran, wenn du ständig runtergehst. Ja. Und? Ach komm. Geh da hoch. Da ist noch so ein Bewohner. Da ist auch mein Animuculus. So, du stehst bestimmt gleich auf, ne? Ja, natürlich stehst du auf. Hey du. Schöne Nase. Aua. Lass das doch mal. Ja, ja. Raste nicht gleich aus. Au. So wird zu Thema nicht ausrasten. So, und wieder draufbolzen. Der hüpft doch nochmal rum. Das kannst du so toll. So, jetzt bist du Geschichte. Kleiner Mann. Okay, jetzt ist noch ein bisschen ein dehnbarer Begriff. So, jetzt aber. Gib mir all dein Zeug. So, und jetzt holen wir uns das Ding hier. Und hier glitzert noch irgendwas. Irgendein scheiß Pilz hier. Geschimmelt ist, deswegen gibt es hier überall Pilze.
Das hat ja gut geklappt. Gut, Mammut. Richtiger Flugprofi hier. Oh, komm. Nein. Und nochmal. Also eigentlich müsste sie auf den Zipfel hier stehen bleiben. Tut's aber nicht. Wie komme ich jetzt da ran? Aber klettern kannst du nicht. So. Geht doch, war doch gar nicht schwer. War nur ein bisschen ätzend. So, jetzt halt wieder irgendwie hoch. Außer da ist noch irgendwo eine tolle Kiste. Tolle Kiste. Tolle Kiste hier. Hier ist auf jeden Fall irgendein Zeug. Da ist so ein Freak. Guten Tag. Aua. Ach, die machen ihm auch Schaden. Oh, ein Champignon. Geht doch. Oh, eine Möhre. Da hinten liegt eine Möhre. Dummer Liebe die Möhrchen. Ja, man macht nie, was es soll. Ich weiß ja nicht. Ist bestimmt mega toll, wenn man sie irgendwann mal ausgebaut hat. Oder halt auch nicht. Double Kill. So viele Ebenen wie diese Ruinen hier überall haben. Das wird lustig, das hier alles zu erforschen. Ja, da hat die Explosion mehr Schaden gemacht als ich. Ist mir bewusst. Ist mir aber auch egal. So, jetzt hier vielleicht irgendwo hoch, wo ich hin muss. Da oben muss ich hoch. Das ist aber ein Stückchen. Ja, dann kannst du da halt nicht klettern, ist auch in Ordnung. Klettern wird darüber bewertet seit 2020. So, nächste Ebene. Ach, auf den Stein kann er dann rumstehen. Natürlich. Ich weiß, ich habe das schon erwähnt, ne? Aber Musik ist voll toll.
Statue of the Seven. Offen steht in diese Welt, wenn ihr den Mut der Herse hält. Ja, nee, dann nicht. So. Teleportationsbogen freigeschaltet. Ui, toll. Statue anbieten. Wir haben doch jetzt wieder jede Menge an dem Mukulus. Yay, mehr Ausdauer. Wuhu. Das sag ich doch nie nein. Erkundung des Landes in Mondstadt. Ah ja. So. Jetzt haben wir hier wieder irgendwas abgeschlossen. Was ist hier noch im Gange? Verstärke 6 Artefakte auf Stufe 4. So viele Artefakte dafür habe ich leider noch nicht. Also, ja, ich habe theoretisch Artefakte, aber nicht welche, die ich aufwerten will. Jetzt haben wir 3 Belohnungen vom Blüten des Reichtums oder Blüten der Offenbarung ein. Das sind diese Dinger hier. Gibt es in Blau und Gelb, die können wir gleich gerne noch machen. Da haben wir das dann auch abgeschlossen. Aber erstmal noch die Quest. Eine Küste. Wie? Einfach so offen, ohne Gegner. Ich habe mich jetzt hier auf einen fetten Kampf vorbereitet. Ja, mit 7 von den Wächterfiguren. Nicht. Ist hier unten drunter vielleicht eine Kiste? Nein. Ist hier nix. Ist hier nix. Senix ist der Bruder von Asterix. Da ist einer von diesen Wächterfuzis. Stehst du auf? Merkwürdige Statue. Merkwürdige Statue ist merkwürdig. Und hör nix ist die kleine Schwester. Exakt. Und mach nix ist der Vater. Wir können den Anemukulus hier oben noch mal ganz kurz holen. Da gibt es auch eine tolle Kiste. Und da oben ist so ein Anemukulus gewesen. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. Ja, so ein Ding, das habe ich ja schon mal gesehen. If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Okay. Halt, Teleportationspunkt, wichtig. So. Nehmen wir das Ding, das bringen wir da hin. Und das Dreieck kommt ins Dreieckige. Es ist kein Dreieck, es ist ein Prisma. Meinetwegen auch das. Ja, es ist keine Pyramide. Ja. Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. Einer von haben wir I schon can see gesehen. one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Okay. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Das ist eine Doesn't he Kiste. get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. So,
Auf zur Kiste. So, dann fliegen wir mal da unten hin. Ach, da liegen überall oben drauf die ganzen Dinger hier. Das wird ja lustig. Sofern jetzt hier nicht irgendwie ein Aufwind kommt. Es gibt Aufwinde. Das ist ja nett. Und ein Blue. Da unten ist der Blue. So. Holen wir mal ganz kurz das Ding. Nein, holen wir nicht. Okay. Dann holen wir ganz kurz das Ding. Das ist auch ein Teleportationspunkt. Und so viele Kisten. Manchmal frage ich mich ja, ne? Sollte man die Kisten jetzt öffnen oder erst, wenn man halt eine höhere Weltstufe hat? Aber ganz ehrlich, das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Nein, ich war zu langsam. Ah nee, hat er abgegeben, okay. Da stand so, nein, die Dinger sind einfach weg. Ein dreieckiges Prisma. Wow, this light actuating ceremony does work magic. Es hatte 4 Ecken. It looks like one of the 3 halos above has now become solid Jetzt ground. bist du verwirrt. Let's start looking for the next puzzle. So, Teleportationspunkt. Und dann auf zu den Kisten. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Sag mal, hast du auch andere Hobbys? Ich frage. So, dann holen wir uns da oben da den Kristall. Falscher Charakter, den hier. So. Dann war doch hier drüben noch irgendwo eine Kiste. Auf diesen langen Weg. Ein Pfad der Verdammnis. Bitte warten. Ich weiß, hier war die Kiste nicht. Ich will hier aber trotzdem mal gucken. Denn hier gibt es einen Pilz. Pilz mit Ü. Pilz aus dem Pilzkönigreich. Hier ist auch eine Kiste. Gut zu wissen. So. Hier ist ein Blue. Wo ist hier das Blue? Da unten ist einmal die Kiste. Ja, mal das eine nach dem anderen. Ja, das macht Sinn, Kollege. Das macht Sinn. Aus dir wird noch was. So. Der ist weg. Gib mir sein schweres Horn. Dann ist wieder so ein Elektrokristall.
Aber wo ist jetzt Blue? Bitte warten. Ausdauer wird geladen. Bitte warten. Jetzt warte doch. Ja, ich habe hier noch ein bisschen was zum Holen hier, von wegen, ne? Stein abholen. Wuhu, ein. Yay. Immerhin besser als keiner. That's more like it. Ist jetzt das Ding hier auf der Säule oder wo ist es? Kann man da überhaupt drauf? Probieren geht über Studieren. Da ist eine Feuerblume. Okay. Die gehören ja zu meinen Lieblingsgegnern. Ich glaube nicht, dass man da ganz drauf kann, ne? Dass es da ein Podest hat, wo man drauf sein kann, oder? Kommt die da überhaupt rum? Nö. Nö. Einfach nur nö. Kann natürlich noch probieren, Umwege halt dahin zu kommen. Das dauert jetzt nur ein bisschen. Ist hier eine Treppe, die nach oben führt? Oder ist das hier alles versperrt mit Geröll? Heimer. Alle versperrt, okay. Okay. Oh, ich will doch das Sternchen. Das Animuculus. Oh. Kann man tatsächlich drauf. Da ist hier so ein abgebrochenes Teil. Muss man nur irgendwie rankommen. Bitte warten. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Geht da irgendwo drauf hier? Zum Ausdauer sammeln? Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Nein! Also nochmal hoch. Kann die Musik bitte nochmal spielen? Die Musik ist toll. Dankeschön. Umso mehr ich hierfür sage, umso mehr können wir diese Musik hören. Jans einfache Milchmädchenrechnung. Ist hier eigentlich irgendwas drauf? Ja, nix. Da dann die Hinterente. Da drüben auch nicht. Saftladen, dafür bin ich jetzt hier hochgeklettert. Achso, wirklich. Blum. Blum.
Ich muss nur weiter rumklettern als vorhin. Das war ihr dann zu eng. Da konnte sie nicht richtig stehen. Stehen. Mit A. Statt EH. Alter, wo springst du denn hin, Mädel? Mädel! Einmal mit Profis. Ich hoffe, jetzt schaffst du da den Knick. Natürlich nicht. Ich will doch nur da hoch. Das bringt mir nichts. Ist auch kein Wind in der Nähe, ne? Wo ich da irgendwie höher kommen kann hier. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Wir könnten probieren. Ich glaube nicht, dass es viel bringt. Bet you can't keep up with me. Bitte warten. So. Oh, da sind noch Blümchen. Die nehme ich noch kurz mit hier. Die Windmühlenaster. I won't let you down. Da komme ich auch nicht sonderlich hoch. Ne, das bringt mich nicht sonderlich viel weiter als vorhin schon. Ich wäre eigentlich nur da oben auf den Felsen drauf, damit ich von dem Felsen aus dann da zum Turm springen kann. Habe ich irgendein tolles Essen, das mir Ausdauer gibt? Nein. Doch, hier. Verringert beim Rennen verbrauchte Ausdauer, Alter. Okay. Also nicht. Ich schaff das schon irgendwie. Nein! Oh. I won't let you down. Also entweder wir haben zu wenig Ausdauer oder wir verbrauchen einfach zu viel. Gibt auch nichts anderes, was Ausdauer herstellt, ne? Leben, 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 Leben. Leben. Das ist das. Erkennt man auch eigentlich an den Symbolen.
Okay. So wie ich jetzt hier rangegangen bin, komme ich ja nicht mal andersweise nach da hin, wo ich sonst immer hier verkacke hier. Ah. Dann müssen wir uns das markieren, dass wir das halt später nochmal einsammeln. Weil so geht das ja nicht, ne? Mache ich hier meine Markierung. Stündchen. So. Dass wir das zu einem anderen Zeitpunkt dann nochmal einsammeln. Guten Tag. Was halt jetzt noch nicht geht, das geht dann später. Guten Tag. So. Okay, aktuell gehen die Pflanzen eigentlich noch. Später werden die echt ein bisschen nervig. Wenn ich sage ein bisschen, meine ich eigentlich sogar ziemlich viel. So, hier hinten war doch noch irgendwo eine Kiste. So, auch dafür müssen wir wieder ein, zwei Gegner erledigen. Wenn es sonst nichts ist. Da hinten ist so ein schwebender Geist. Da. Geht. Hier nochmal ein Kristall. Oh, eine Grünhornechse. Müssen wir noch den Beppo da oben erledigen. Oh nein, wieder klettern. Oh nein. Aua. Findest du wohl ganz witzig da vorne, ne? Das ist wohl eine Luxustruhe. Wenn wir den auch weg haben. So. Okay, ist nur eine wertvolle, kein Luxus. Okay. Hier ist auch wieder ein Blut. Da vorne ist er. Mit Herausforderung ist da oben auch. Uiuiui. Da schweben ein paar Grashalme in der Luft. Das ist völlig normales Grashalmverhalten. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Herausforderung und der Blue ist da. So, was haben wir denn hier? Ach, hey, okay. Wo sind die anderen?
Achso, das war schon. Da kommen jetzt noch mehr. Ich bin ja fast enttäuscht. Ah ja, wir haben ja hier noch irgendwo so einen Geist gehabt, ne? Da. Da bei dem Säule. Da läuft mir eine Ex entgegen. Ist ja fast wie in The Forest. Oh, guck mal. Hey. So, können wir ein paar von diesen Eisblumen hier mitnehmen. Menschen denn schon. Sie macht halt echt keinen Schaden, ne? Ich meine, gut, ne? Sie hat natürlich jetzt auch nicht das Level wie andere. Ihre Waffe kann man, glaube ich, noch ein bisschen aufwerten, aber trotzdem. Sie macht halt echt im Vergleich überhaupt keinen Schaden. Huch, der Wind. So. Faster? Okay, faster. Teleportationspunkt freigeschaltet. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir die Siegel, das wir brechen sollen. Was ist denn das? So, da oben noch so ein Bebo, ne? Wir hatten da oben so ein Bebo. Eine coole Orange. Ach nee, eine Kartoffel. Au. Okay. So nicht. Da müssen wir wahrscheinlich von oben irgendwie reinfliegen. Weil es ist ja so eine Windbarriere. Hatten wir schon mit ein paar Kisten so. Tipp. Warte, bis du genug Ausdauer hast. Keine Kiste hier oben irgendwo? Nein. Hm. Okay. Hol ich ganz kurz nochmal das dritte und dann machen wir da den Ritt durch die Windteile, falls es irgendwas bringt. Leute, ich kann so nicht arbeiten, ne? Leute, ich kann so nicht arbeiten, ne? So ist besser. So, wo ist jetzt hier das Ding? Hier ist auch wieder ein Blub. Wieso wurde es eben noch nicht angezeigt? Da ist das, glaube ich, ne? Wo wir das hinbringen müssen. Das ist das, was wir vorhin schon mal angeguckt hatten.
So. It seems 2 of the halos have become solid ground. 1 more and the seals at the top of the tower will be broken. Da komme ich doch so nicht hoch. Wollte gar nicht versuchen. Obwohl... Doch, könnte man eventuell schaffen. Mit ein bisschen Glück und mit viel Spucke und mit einem Energy Drink. Ich habe das Gefühl, es klappt besser mit dem Klettern gerade. Oh komm. So, einmal rumrennen. Geht doch. Noch irgendwas hier? Nein. So, dann gucken wir uns hier nochmal die Flugringe hier an. Ist hier noch irgendwo eine Kiste? Da ist auf jeden Fall irgendwas Glitzerndes. Es ist ein Erz, das meinen Namen trägt. Irgendwelche Windschleimchen, die sind mir egal. So, grünhorne Echse, moins. Ich meine, es ist nicht so wie in The Legend of Zelda Breath of the Wild, wo du Echsen einsammeln kannst und sie sind in deiner Tasche in lebendigem Zustand. Wenn du sie wieder rausholst, dann krabbeln sie auch wieder weg. Ui, toll, für nix. Denselben Weg nochmal? Denselben Weg nochmal. Wow. Toll. So, auf zum 3. Siegel. Und dann, mal gucken. Mal gucken, auf was wir hier auf dem Weg noch finden, wie zum Beispiel hier diese Herausforderung. Da hüpft was durch das Gras. Wo ist jetzt der 3.? Da ist der 3. Der hat sich versteckt, die Sau. Hallo, komm raus. Ich habe keine Zeit für dich. Oh, ist es denn eine Possibility, ey. Weil er sich im Gras versteckt hat. Komm raus. Okay, das ist echt ein bisschen ätzend. Das ist eine miese Herausforderung.
Nein, nicht den. Oh. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oder halt auch da nicht. Dann mache ich halt denselben Scheiß nochmal. I believe I can fly. Jetzt zu langsam für die kleinen Dinger, wenn sie wegspringen. Ne, das ist nicht machbar für ihn. Wo ist der andere? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo der dritte schon wieder ist. Ach, da ist er. Der versteckt sich auch mies hier. Meine Güte. Was ist das für eine Drecksdingens? Ganz ehrlich. So, einmal heilen hier. So. War doch gar nicht schwierig. Easy, gar kein Problem. First try. Wieso habe ich hier einen Wind? Ich will den da drüben bei der Säule auch haben. Oh, guck mal, starke Gegner. Wollen wir starke Gegner bezwingen? Wir wollen starke Gegner bezwingen. Guten Tag, starke Gegner. Was geht ab? Das sind sogar Level 30. Mit einer zeitlichen Herausforderung da hinten. Das hat er sich ein Blitzschild gemacht. Aua. So. Machen wir jetzt die zeitliche Herausforderung. Wir laufen und kriegen das auch hin. Sonst haben die hier nichts weiter bewacht, ne? Keine Kiste, kein gar nichts. Nope. Eine Truhe. Wo denn? Irgendwo da hinten. Da hinten ist auch eine Truhe. Da unten. Meine ich. Da hinten unten. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. So. Das war eine einfache Herausforderung. Hier habe ich hingekriegt. Auf Anhieb. Mit leichten Startschwierigkeiten. So, guten Tag, die Herrschaften.
Haben wir Personalkontrolle hier. So, das war der. Aber nicht. So. Irgendwo da hinten muss ich hin. Da ist ein Teleportationspunkt. Da sind die Dinger. 2 sehe ich davon. Da hinten ist eine Kiste. Machen wir doch immer die Kiste. Angriff von oben. Oh, das ging schnell. Einmal, ne, so ein Elektroangriff ins Feuer und zack, wumms tot. Da hinten ist so ein Fluggeist-Dingens. Hier ist noch eine Kiste. Guten Tag. Und hier ist so ein Blub oder so. Ne, hier ist so ein Geist. Wo willst du denn hin? Dann sind auch schon wieder ein paar Hilly-Chills. Die haben auch eine Kiste. Überall ist hier irgendwas. Überall. Schlimm, ne? So, gleich haben wir auch schon wieder eine neue Abenteuerstufe. GPIA, Schweinebacke. Guten Tag. Gib doch einfach auf, Dankeschön. So, da liegt noch was. Das nehmen wir auch mit. Kann man das so nicht liegen lassen. Hier steht einfach so eine Kiste rum. Oder auch nicht. So. Hier in den Ruinen ist doch bestimmt auch wieder irgendwas. Geht es jetzt? Geht jetzt was? Dass du schreibst? Das geht. Chat ist put. Ich habe mich schon gewundert. Schlafen die alle? Was ist da los? Alles ruhig. Genießen alle diese wunderschöne Musik. Twitch hat immens Spucki. Okay. Das klingt ja... Hui, toll. So streamt man doch gerne heutzutage. Ja! So. Wo ist jetzt hier mein Blue? Hier brauchen wir Windenergie. Zack. Ach du Kacke. Ich sehe schon, das ist für ein anderes Blue. Das vorher nicht auf der Karte war.
Da unten ist das andere Blub. Nee. Das ist so ein komischer Kristalldingens. Dann ist das andere Blub. Nicht hier. Vermutlich irgendwo hier oben in der Luft. Ich lande mal kurz. Oh, es geht wieder. Kaum gehe ich vom Ich weg, geht es wieder. Ja, Mensch, dann geh mal mehr vom Ich weg. Sag mal mehr du, als ich. PC, du blöde Autokorrektur. Ja. Immer ist es die Technik. Wo ist denn jetzt das Mistding? Das könnte hier im Baum sein, ne? Es ist im Baum. Ja, ich habe den Geist nicht vergessen. Hat er dich schon auf WA angeschrieben? Mich? Tatsächlich. Twitch spinnt. Sachen gibt's. Ich dachte einfach, ihr seid alle schon eingepennt bei dieser tollen Musik. So, ich gehe jetzt trotzdem ins Bett. Das kannst du doch jetzt noch nicht machen. Okay, tschüss. Schlaf gut. Traum schön. Bis eventuell morgen, falls ich streame. Hallo, Hallöle? Ja, hallo. Ich habe aber keine Hallos. Oh, da war ein Gegner. Ich habe sie genau gesehen. Ich höre sie. Sie sind unter die Welt gefallen. Das ist ja blöd. Krieg ich trotzdem Erfahrungspunkte? Wahrscheinlich nicht. Blue? Schon wieder ein Blue? Wo ist denn das hier? Vermutlich auf den Säulen drauf, ne? Bingo! So, jetzt machen wir den Geist da hinten mal fertig. Da hat er doch nichts getan. So meine ich das auch nicht. Ich zeichne super süße Emotes zum Üben. Wie lang ich brauche, so ganz ohne Vorlage. Ihnen geht ja nicht. Der erste Fuchs sah aus wie Hund. Arbeite ich den eben noch aus. Was für Fuchs-Emotes? Du musst doch für mich arbeiten. Da werde ich nicht bezahlt. Da will der mich verarschen. So. Taschenuhr eines Abenteurers. Sachen gibt's. Oh. Guten Tag. Nerv mal nicht rum hier. Achso, ist sogar zeitlich hier auch noch. Du hast doch eh keine weiteren Slots frei. Ja, ich müsste mehr dafür werben, so von wegen, ne? Abonniere meinen Scheiß. Damit die 12 Zuschauer, die ich gerade habe, alle abonnieren können. Für mehr Emote-Slots. Da ist eine Kiste, da muss ich hin.
Banner ist am PC. Bin ja jetzt wieder daheim und kann mich die Tage mal dran sitzen. Banner? Welcher Banner? Habe ich irgendwas nicht auf dem Schirm? Bin ich doof wie Brot? Das ist gemein gegenüber Bernd. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jane schweigt. Jane strafte uns mit Schweigen. Meiner Fangfragen? Ach so. Hey, Level 19, yay, woo! Aber jetzt muss ich ja dahin wieder zurück. Oh nein. It's done! Paimon thinks we should venture onward from here. So, jetzt habe ich da irgendwo, genau, da noch den Geist gesehen. Den holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch, bevor ich jetzt hier Sonntag irgendwas mache. Hallo. So. Oh, ein Erz. Und dreimal darfst du raten, ja, da steht mein Name natürlich drauf. Habe ich schon mal angelegt, ist meins. Oder lieb was Süßes. Twitch hat doch gespielt. Ach, wirklich? Ich dachte, ihr seid schlafen gegangen. Alle so schön eingepennt. Geschichten aus einer anderen Welt. Ah ja. So. Jetzt auf nach dem Zentrum, wo hier gibt und so. Da. Teleportationspunkt. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Wir haben wirklich viel zusammen erlebt. Na, nee. Wir sind ein richtig gutes Gespann geworden. Ja, nee. Hopefully this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Seid unbesorgt, auch ich bin in Höchstform. Even Master Diluc accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. Wie sieht's mit Venti aus? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? Hat Emma erzählt. Spielerbeitrittsanfrage. She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Also wenn wir dich dieses Jahr besuchen kommen, muss man also aufpassen, wo man sich hinsetzt. Warum? Was habe ich jetzt gesagt? Habe ich gesagt, sonst setzt es was? Was habe ich gesagt? Ja, okay, Animokraft, so wie beim letzten Mal. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Ach so, weil du alles anlegst. Ach so, nur das, was meins sein soll. Also, keine Panik. So, Treffen auf Sturmschnecke. Wupp, wupp. Wie ein sturmtobender Drache. Ja, passt schon. Look! There are 2 shiny spots on Dvalin's back! They appear
appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Ja, easy, gar kein Problem. Bisschen so, als würde ich Panzer Dragoon spielen oder so. Oder Starwing, Star Fox, whatever. Immer auf die bunten Teile. Immer da, wo es weh tut. Oh, der Himmel ist so blau. Yeah. Ist wahrscheinlich jetzt mit Maus und Tastatur wesentlich einfacher. Aber hey. Aua, ich wurde getroffen. Ah. I'll extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. Can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Where? Aua. Bitte warten. Ring wird durchflogen. Aua, aua, aua. So. Also. Immer weiter drauf bolzen hier. Jetzt noch mit Treffen wäre toll. Ein bisschen so wie hier in Kingdom Hearts, das Geballere zwischen den Welten. Mit dem Gummijet. Erinnerungen, die ich gerne verdränge. Denselben Scheiß nochmal? Denselben Scheiß nochmal. Aber... Aua. Da. So, nächste bitte. Bevor ich abgeknallt werde. Bevor ich knorke. Sind wir schon da? Nein. Sind wir schon da? Nein. Aua, aua, aua. So, jetzt aber. Geht doch. Drache fällt. I'm sorry this is hurting you. Funktioniert jetzt wieder der Twitch-Chat nicht? Oder warum sind jetzt wieder alle ruhig?
alles klar. Okay. Ist ein bisschen windig hier. Muss mal das Fenster zumachen. Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, Innen gerne. Er ist ein Bogenschütze. even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Now's our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Achso. Bitte warten. Vorn wird umgehauen. Oder auch nicht. Yahoo! This is Dvalin's ace in the hole. Celestinum Finale Termini. Das macht gut. Has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Let's play. Now's our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. So. Ich glaube, ich schaff's. Let it rain. Nein. Ah. Versuch's doch gar nicht erst. Let me Oh, sleep. okay, so viel dann dazu. Now's our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Und Feuermarsch oder so? Nein? Okay. Machen wir so. Sprich mit Amber. Jetzt? This place is gonna collapse! It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Ende gut, alles gut. Wir haben das Spiel durchgespielt. Is this the power of the Animo Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly.
They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. I'm hungry. Let's hunt. Jemand hat verlangt, dass ich einen Witz erzähle. Einen Tag später war das ist nicht der Witz. Ja, einen Tag später. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Aha. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. Das haben wir nur dank deiner Unterstützung geschafft. Das ist gar nicht mal so unwahr. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Ihr habt den Witz nicht vergessen, keine Panik. Gut, dass wir sie besiegt haben. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Okay, so, also Witz. Meine tolle Witz-App hat ja wieder, ne, tollen Witz vorgeschlagen. Wollte einen Puff für Leprakranke aufmachen, aber der Slogan Rammeln statt Vergammeln kam nicht so gut an. Kannst nichts machen. Ist halt wie es ist. So, unterhalte dich mit den Bewohnern auf dem Weg. Klammern Heimers. Hey Amber. What timing? Not only was Jean away right when the Hilly Trolls attacked, but Kaya had disappeared too. Luckily, the knights on hand all did an admirable job, and we successfully defended the city. I guess Kaya must have had his reasons. I mean, it's not like he would have just sat the whole thing out at the cat's tail, right? Right? Hey Amber, ich bin auch hier. Amber. So, wir haben jetzt hier erstmal ein paar Belohnungen. Andächtiger Gesang können wir einsammeln. So, wir haben jetzt Barbara als Charakter. Als Belohnung dafür, dass wir die Quest jetzt quasi gemacht haben. Dann können wir hier ein bisschen was abholen. Für Sphäre. Da. Achso, nee, das können wir jetzt machen. Okay. Okay. Dann könnten wir eventuell tolles Zeug kriegen. Aber nö. Dafür müssen wir es ja jetzt nochmal machen. Nee. Das kommt mir nicht in die Tüte. So, wo ist Cyrus? Timmer!
bitte wahr? Da ist er. Guten Tag. Was geht ab? Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. The age of adventure is upon us. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. Ich, It's time of What? What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Tja, Pech gehabt, ne? So, was mit dir? Ich kann ja hier so eine Belohnung abholen. Ohne dass es jetzt die Weltstufe jetzt erhöht. Das wäre jetzt auf der nächsten Stufe. Das jetzt aber auch nicht mehr so lange auf sich warten lässt wahrscheinlich. So. 3 Urgesteine oder so. Guten Tag. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. Okay. So, du willst auch nochmal reden? So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the 4 winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Okay. Geh zum Hirschjäger. Es gibt Sticky Honeyroast. Haven't you heard? Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Oh, ihr seid es, mein bester Freund Kea. Wie konnte mir das nur passieren? It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. A knight after my own heart. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Was macht ihr überhaupt? Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. Du bist hier falsch. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Wenn wirklich eine Hillichelle angreifen, ist das wirklich komisch. To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out?
Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Die Princess? Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. Irgendwer feiert immer noch Silvester. Und zündet Raketen an. 1 minute I see Kaya, the next he's slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Aber wirklich ein super 50 Ritter. I agree. He sets a terrible example for someone who's cavalry captain. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. Sitze ich an den Tisch, an dem Emma sitzt. Den. Okay. So, now the storm terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Ich verlasse Mondstadt auch nur ungern. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the winds may blow. Möge der Wind mit euch sein, junger Padawan. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Sie hatten viel Spaß beim Essen. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. So. Auf zur Kathedrali. Klappe, Chaussee, 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 Klappe, Chaussee. Da immer diese mega langen Treppen hier, ne? Wer auch immer in die Kathedrale geht, ist doch dann auch bei Ankunft der immer so erschöpft, dass er auch erstmal nicht rauskommt. Es ist keine religiöse Kathedrale, es ist eine Sekte. Eine, in der du zwar rauskommst, aber nicht raus willst, weil da musst du ja den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Über die 100.012 Treppen. Das wird doch niemand freiwillig machen. Kannst doch runterspringen. Ja, aber irgendwann, wenn du wieder in die Kathedrale willst, musst du wieder hoch die ganzen Treppen. Kannst ja auch klettern. Das ist Barbara. Die haben wir jetzt auch. Das ist eine Heilerin. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now.
We, did bring it with us. It's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Liar! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. Warum hat er es nicht gleich gemacht? Liar, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the liar again! We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Liar. Diskutier nicht, I mean, the diskutier magic selber I nicht. used isn't going to hold forever, you know. What? You tone deaf, Bard! Hey, don't go! So, Ente, Credits, nicht? Da wird nicht frech, ja. Ich bin schon frech. Sie hat Paimon eingefroren. Ich weiß, wo At der last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. La Signora, die Dame, die Achte. Looking Der for Elf. leftovers. Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Wir haben gesprochen. Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Das waren die bösen Jungs und Mädels. Honorary Knight, you're awake. Ja, und Wendy, was mit ihm? Auf welchem Planeten sind wir? Planet? Don't listen to his nonsense, Miss Barbara. Okay. Well, basically, I found you lying outside the cathedral unconscious and used my elemental powers to heal you. Paimon thinks you could still use a final splash of ice-cold water to the face. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. Ja, Schwester Joy ist tatsächlich nicht so weit hergeholt. Sie hat tatsächlich halt einige Heilungskräfte und die sind gar nicht mal so schlecht, wie ich das bisher gedeutet habe. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Ich glaube, Jean weiß, was dahinter steckt. Paimon remembers Venti healing under that tree before.
It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Aber sie ist doch im Team. Naja, mehr oder weniger. Okay, suche Wendy auf dem Windsteg. Also hinten beim Baum. Dann kann ich auf dem Weg dahin nochmal ganz kurz hier meine Anemoculus abgeben. Is that yours or seven? Da. Fehlen aber immer noch 3 für Level Up. Jo, Wendy, was geht ab? The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Oh, was ist das göttliche Herz nun? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. Okay, und was ist das Ding da an deiner Hüfte? It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. Okay. Aufs Neue fühle ich mich betrogen, aber man gewöhnt sich dran. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. Wie ist die Zarin des Eises denn so als Göttin? How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Tut mir leid, dass ich die Animo-Kraft der Statue des 7 unwissentlich angezapft habe. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments.
back to venti time. Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Erzähl mir von Devalen. Up till the end, Devalen remembered his duty as one of the Four Winds. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. I just hope that Devalen will be able to choose for himself and understand what freedom is. Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Der Orden des Abgrunds. Kaya shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a princess who orchestrated the plan to corrupt Devalen? They were probably trying to turn Devalen into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such princess of the Abyss Order. Das scheint also erst kürzlich gekommen zu sein. I think so too. Apparently. But how does a prince come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single... That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the Seven Nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the Seven Nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Devalen as a bargaining chip against the Knights. Speaking of the lyre, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui could only run amok across the Seven Nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa... I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the Seven all the more difficult. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Die Gottheiten. As I said before, vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher order nexus of elemental manipulation and is emblematic of an Archon's status as one of the Seven. But as for which of the Seven took your sister, I'm sorry, I don't know. Wait, as one of the Seven, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Okay, jetzt kennen wir ihn schon so lange, es gibt keinen Grund an ihm zu zweifeln. We're a great team indeed. Say, once you find your sister, how would you like to become one of the new Four Winds? Vielleicht. You don't seem too into it. Hey, Tone Deaf Bard! If being one of the Four Winds means free food, you can consider Paimon. If you want to chat, now's the time. Ja, tschüss. Well then, best be off to Liyue. If Auf the der dissension Liyue. ritual you failed to tally, then another year you must dally. Das Jahr hat doch gerade erst begonnen. So. Da geht's erst weiter mit Abenteuerstufe 23. Es gibt verschiedene Wege. Ja, gut, das weiß ich doch. Das sagst du mir jetzt zum 4. Mal oder so. Sphäre des Segens verfügbar. Nimm die Herausforderung der Sphäre des Segens an, um mächtige Artefakte zu bekommen. Okay. Bleib doch hier. Nein. Okay. So. Also. Neue Quests für höhere Abenteuerstufen, Gebiet der Wölfe. Tralala. Die Gerüchte um den hellen der Nacht. Also wir können halt jederzeit nach Liyue gehen, aber wir machen es tatsächlich halt erst, wenn das dann soweit gekommen ist. Wir haben jetzt hier neue Gegner noch zu erkunden. Die Sphären. Die machen wir gleich. Dann haben wir hier noch irgendwas. Genau, hier wollte ich ja noch die Blüten des Reichtums zur Blüten der Offenbarung gleich machen. So. Hier Zeug. Und
Da haben wir hier, glaube ich, noch so ein Talent-Dingens, Sternbild-Dingens. So, eins können wir, glaube ich, auch noch in Mondstadt kaufen für diese Anemo-Siegel, die wir halt dann auch immer kriegen, wenn wir Zeug sammeln. Juh. Nicht herstellen, nein. Müssen wir hier zu der Geschenketuse. Waren aussuchen. So. Da können wir. Ach, guck mal, hier können wir auch davon noch was kaufen. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Wir haben ja davon 2, ne? Jo. Einkaufen wir hiervon. Hiervon haben wir noch nix. Hiervon haben wir 1. Dann kommen wir hier auf jeden Fall 2. Obwohl, ganz ehrlich, komm. Die kann man halt immer sammeln in anderen Dungeons, aber was wir hier haben, haben wir. So. Dann können wir hier das eine oder andere aufleveln. Sternbild können wir hier jetzt nochmal einen Talentpunkt eingeben. So. Können wir hier schon irgendwas an Talenten machen? Nein, da brauchen wir erst die nächste Dingens für. Okay. Dann die Waffe. Da brauchen wir andere Dinger für. Okay. Hier haben wir die Hörnchen. So. Da macht sie damit dann auch mehr Schaden. Ups. Nein. Hier. Jetzt haben wir da natürlich noch einen anderen Bogen, ne? Folge wird erschaffbar im kritischen Elementarheit, die Figur elementar wird. Okay. Das finde ich eigentlich grundsätzlich den besseren Bogen. So, dann verstärken wir den. Ups. Ja, ja. Mehr haben wir hier nicht. Dann machen wir Stufe 2. Level up. So. Haben wir das auch auf das Maximum gebracht derzeit. So. Verstärken. Nein, das wollen wir gar nicht verstärken. Was ist mit seiner Waffe? Die ist schon da. Okay. Okay, so. Und hier brauchen wir diese Kugeln. Gut. So, Artefakte haben wir, glaube ich, immer noch nicht wirklich irgendwas. Qualität. Da haben wir nur die Feder bisher, ne? 4 Sterne mäßig. Das heißt, so langsam müssen wir wirklich die Weltstufe dann auch erhöhen. Ja. Da haben wir noch ein paar Dinger zum Abholen. So. Für Abenteuerstufe fehlt uns jetzt noch wie viel? Ich habe keine Ahnung. Das würde dann auch die Weltstufe erhöhen, sobald wir das dann hier abgeben. Nicht mal ein halbes Level. So. Hier ein bisschen Zeug. So. Das heißt, wir haben jetzt auch die Nebenquests so ein bisschen freigeschaltet, dass wir die hier auch noch machen. Ja, was gibt's? Ja, okay, hol mir irgendwas. Musst irgendwo hingehen, um mir Kristallerz zu holen. Okay. So. Haben wir schon. Hier, Erze. Oder nicht? Geh und sieh im Nest von Sturmschrecken nach Kristallerz. Das ist anderes Kristallerz als das, was wir haben. Gut. Was wollte ich jetzt? Ich wollte gucken, wie es jetzt hier aussieht mit unseren Urgesteinkrams. Wir haben 971 und können hier theoretisch auch noch Zeug kaufen.
Urgestein. Wir haben wie viel? Steht doch bestimmt noch irgendwo, ne? Warte, hier habe ich noch ein bisschen zum Abholen. So. Wir haben... drei. Das heißt, wir bräuchten 7, um einmal hier ordentlich zu würfeln. Kriegen wir 7 zusammen. 6. Dann kriegen wir auch noch einen 7. Hier kaufen wir hier einen damit. Jo. So, und dann machen wir Folgendes. Die hier kaufen wir 3 Stück mit den Dingern. Da haben wir dann schon mal ein bisschen was gesammelt für das andere Zeug, was wir hier auch noch würfeln können. So, und dann Daumen drücken und gucken, was wir kriegen. Das wird wahrscheinlich nicht wieder in einer Ziehung 2 5-Sterne-Charakter sein, aber hey, wird schon. Ui, im Bogen. Wow, ein Schwert. Wow, krassen Stab. Ein Bogen. Hui. Ein neuer Charakter, den haben wir noch nicht. Ein Windcharakter. So, das war wahrscheinlich auch schon der höchste Loot hier. Jo. Okay. Die Saccharos. Und 135 von den Dingern. Okay. So. Haben wir zumindest heute auch einmal wieder gebetet. Das wird nicht jeden Tag möglich sein. So. Wir laufen noch mal ein bisschen in der Stadt herum. Gucken mal, ob wir hier irgendwo noch irgendwelche Nebenquests aufschnappen können. Hier zum Beispiel. Ein Dach. Es gibt so viel noch zu putzen. Ja, hier, du musst mir helfen beim Putzen. Barrikaden überall. Die müssen alle weg. Okay. So. Ich glaube, mit dir kann ich noch nichts machen, oder? Grüße dich, kann ich dir helfen? Erzähl mir einfach von dir. Gehört zur 6. Kompanie. Aha, aha, aha. Problemlösung fürs Volk. Nee, damit kann ich noch nichts machen. Das kommt dann erst noch. Dann gucken wir nochmal in eine andere Richtung hier, ob wir hier noch irgendwelche blauen Ausrufezeichen sehen auf der Karte. Man muss ja mal gucken. Ja, ich hätte gerne einen Döner. Fürs Volk. Ich hätte auch gerne einen Döner. Ah, ich habe noch so eine halbe Nudelpfanne oder so. Guten Tag, Abenteurer. Hello, Adventurer. Ich soll für dich auch irgendeinen Trick machen. Okay, mache ich. Irgendwas am Tempel des Windes. Das klingt ja... Hui, toll. Da waren wir ja schon 5-mal so gefühlt. Cyrus, aha. Ja, auch mal hier reingehen. Obwohl, die können wir nicht. Ich dachte, man könnte da reingehen. Und dann gibt es da auch noch ein paar Quests. Aber Pustekuchen. So. Gibt es bei dir wenigstens einen leckeren Döner? Ja. Also ich bin mit dem Dönermann durchaus zufrieden. Ist ein akzeptabler Austausch für das, was ich vorher in Hannover hatte. Vorher war ich mit denen in Hannover sehr zufrieden. Der hier ist auch sehr okay. Komm, wir gehen mal rein. Vielleicht hat er irgendwie eine Quest. Man muss ja mal gucken, ne? So. Hier sieht nicht so aus, als hätte hier jemand eine Quest. Aber ich glaube, dann würde es mir schon irgendwo angezeigt werden, ne? Was haben wir hier für ein Räumscher? Sehr okay, klingt nicht zufrieden. Doch, eigentlich bin ich da zufrieden. Ich gehe nur zu selten hin derzeit. Das ist das, was mich unzufrieden macht. Ist so.
hier noch irgendwie was Interessantes? Nein? Also ich habe den Döner hier schon genug in Anspruch genommen. Es gibt bei Döner kein genug. Das stimmt. Aber er ist halt jetzt auch, ne? Also wenn ich halt dahin gehe, dann ist es für mich vom Arbeitsweg her ein Umweg. Er liegt nicht mehr auf dem Weg von nach der Arbeit. Das heißt, ich komme weniger in Versuchung, ständig halt einen Döner zu kaufen. Das muss nicht unbedingt gut sein. Wir hatten am Weihnachten auch einen super tollen Lieferservice. So einen schönen Weihnachtsdöner, ja. Dann muss er umziehen, damit er auf dem Arbeitsweg liegt. Ja, aber ich glaube, der ist da, wo er ist, schon eigentlich ganz gut. Für sich selbst und sein Geschäft. Der liegt halt da in einer optimalen Position. Für viele andere Kunden. Nicht unbedingt für mich. So, gucke ich nochmal hier rein. Vielleicht hat da nochmal jemand eine Quest. Weil ich keinen Wein trinke, gab es zur Bestellung zum zweiten Menü Cola, Fanta und Sprite. Klingt vernünftig. Und hier ist niemand. Okay, dann gibt es hier keine weiteren Quests derzeit. Dann gehen wir Quests machen. Irgendwie. So, das heißt... Wir düsen einmal nach dem Hier hin. Oder nach dem Dahin. Und dann mal gucken. Oh, diese schönen schnellen Ladebildschirme. Die habe ich auf der PlayStation so nicht. Oh. Ha, erwischt. Ja, Eigenlob stinkt. Onkel ist aber putzig geworden, aber wieder zu lange gebraucht. Mammut, du lenkst zu sehr ab. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Natürlich bin ich schuld. Ich bin immer schuld. Fand ich nett, hätten mir ja trotzdem stumpf so eine Flasche Wein bringen können. Die hat er auch neulich bestellt. Und da haben die tatsächlich auch irgendwie Cola, Fanta Sprite, halt eine Flasche zum Aussuchen halt mitgebracht. Und dann so, ja, bestellen Sie bitte bei uns wieder. Kam ja auch von relativ weit außerhalb und so. Beim zweiten Mal haben sie auch noch was dabei gehabt zum Aussuchen. Beim dritten Mal dann nicht mehr. Seitdem bestelle ich da nicht mehr. Oh, eine Kiste. Wie? Es gibt keine Kiste dafür. Bin ich ja schon ein bisschen schwer enttäuscht hier. Ja, schon gesagt, dass die Musik hier mag. Bestimmt noch gar nicht, ne? Hey, guck mal, da liegt noch was Süßes von vorhin. Habe ich noch nicht erwähnt? Komisch. Ich mag die Musik hier. Guten Tag, hier Wasserblops.
Tschüss, ihr Wasserblobs. So. Guck mal, da ist auch Kristall. Das sollte ich mir nicht extra angucken. Ich nehme es trotzdem mit. Hier ist noch eine Kiste. Und eine Echse. Eine Echse.exe. Echse.exe funktioniert nicht mehr. So. Gib Wagner die Kristallbrocken. Da muss ich wohl, ne? Habe ich jetzt alles? Irgendwo ist da ja doch noch einer, oder? Nicht? Da. So, zurück zu Wagner. So, auf dem Weg könnte ich eigentlich mal eben schnell, damit wir es einmal gemacht haben, hier einmal so ein Ding machen und dann nochmal das Gelbe. Und da ist auch noch Zeug. So. Was macht ihr denn da? Hier, spiel mal damit. In der Luft explodiert. Sehr schön. So, ist jetzt hier irgendwo oben, ja. Doch. So, starten wir mal das Zeug. Aua. Drei mit einem Schlag. Ja, ja. Belohnungen, yay. Zeug, yay. So, Lampenkraut. Einfach mitnehmen. So. Jetzt haben wir mal das Blaue gemacht. Dann machen wir das Gelbe auch. Das Gelbe auch nochmal. So wie Mammut jetzt hängt, wird der wohl im Hintergrund laden. Wird schon nicht so lange dauern, okay. Da. Bitte warten. Das ist das gelbe Ding. Ist im Prinzip dasselbe. Da kommen jetzt ein paar Gegner und dann hui. Aber halt für unseren Abenteuerführer oder wie auch immer das Ding hier heißt. Einfach mal machen.
So. Kostet mich halt jedes Mal hier so ein komisches Harz. Das Harz wird hier oben rechts angezeigt. Diese komischen Monddinger, die kann man da halt auch wieder auffüllen mit anderem Zeug. Wenn man das dann will. So. Warum jetzt auch immer hier das schwarz angezeigt wird, ich habe keine Ahnung. So, wir haben ja jetzt aber auch hier noch eine Sphäre in der Nähe, die kann ich nochmal eben schnell erkundschaften, finden, wie auch immer. Achso, und das ist die Belohnung für das Machen dieser 3 Dinger da. So, und das nächste ist nur noch, ne? Artefakte verstärken. Ah, blaue Artefakte will ich nicht verstärken. Dafür sind mir die Artefakte zu schade. Bei Artefakte sammeln ist halt genauso stumpf wie alles andere, halt nur irgendwie ein bisschen langwieriger. So, hier könnte ich jetzt zum Beispiel halt dann irgendwann mal Artefakte farmen. Aber nicht jetzt. So. Hier haben wir die Elementarprüfung, die muss ich noch machen. Hier haben wir noch irgendein Zeug, das muss ich noch machen. Das ist jetzt, glaube ich, hier auch vom Event-Dingens. Das neue Gebiet, was jetzt freigeschaltet ist. So, welche Richtung lag jetzt das? Im Norden. Können wir die Sphäre auch nochmal erkundschaften. Dr. Livingstones Bitte zum Warentransport. Wird mir nicht mehr angezeigt. Nein. Hello, nice. Nein. Da. Da. Die findet man auch ständig an irgendeinem Ort. Und will dann, dass wir Waren transportieren. Weil sie selbst zu beschäftigt ist mit irgendwas anderem. Bring Dr. Edith die Waren. Die ist irgendwo da am Mondstadt. Machen wir gleich. Wir erkundschaften hier ganz kurz nochmal die andere Sphäre. Sphäre. So. Der Mitsommerhof. Ui, toll. So. Da können wir theoretisch auch rein. Wir machen das mal. Herausforderung starten. Das wird schon, irgendwie. Vielleicht kriegen wir ja was Tolles. Elementaranomalie. Beim Auftreten der Reaktion schmelzen werden Energiestöße verteilt, die den Gegner in der Umgebung Schaden zufügen. Okay. Also eigentlich voll das Ember-Ding. Weil Feuer und so. Hey. 26 Gegner soll ich beseitigen. Und das in 5 Minuten. Ach, Kacke. Sacred name, Fortune Preserver. Ich drehe mich wie ein Kreisel. Wie ein Kreisel drehe ich mich. Oh komm. Ihr mit eurem Scheißschild immer, ne?
Aber sollten wir schaffen an sich. Hier, spiel mal damit. Easy, gar kein Problem, First Try. So, gucken wir mal, inwiefern sich das jetzt gelohnt hat. Ich glaube nicht sonderlich viel, aber hey. Der magische Baum gibt uns Zeug. Oh doch, der hat ein bisschen was dabei. Natürlich kein lilanes, weil dafür haben wir jetzt eine einfache Stufe genommen. Aber hey. Was wir haben, das haben wir. So. Jetzt zurück nach Mondstadt. Oder? Nee, nicht nach Mondstadt. Fürs Abgeben da irgendein anderes Zeug. Die Quest von Dr. Livingstone. Für Edith. Hier, da, hier deine Lieferung. Gib mir dein Zeug. So, jetzt aber. So. Guten Tag. Hier, dein Zeug. Wolltest du Erz abbauen? Jo. Hier, bitteschön. 12 Kristalle, 20.000 Mora, läuft. So, nächste Quest auf meiner To-Do-List. Das ist Liwe. Geht's unter Bitte aus dem Winde. Das ist irgendwo hier hinten. Was haben wir eigentlich hier drin? Hier könnte man als Erstbelohnung Zeug kriegen. Ich glaube, da machen wir es mal, ne? Da kriegen wir nämlich so einen Schlüssel für diese komischen Kästen, die da manchmal rumstehen, die abgeschlossen sind. Ich glaube, davon hatten wir noch keinen aufgemacht. Ich glaube nicht. Sollten wir mal ändern, diese Tatsache. Jo, guten Tag. Aber. Da öffnet sich eine Tür. So. Lassen das. Nicht wieder eine Eishülle drum. Das ist noch so ein kleiner Blub. Geht nicht mehr. Wieder Tür Nummer 1. Ach komm. Lassen das. Ja, Herausforderung bestanden. Yeah. So.
Aber ich sehe jetzt nicht, dass ich da so... Doch, da ist der Schlüssel, okay. Okay. So, damit ist jetzt hier als nächstes. Ja, ist erledigt. Muss man nichts weiter machen, okay. Hier sind mögliche Belohnungen. Okay. Hier ist je nachdem, was wir machen, kriegen wir halt Gold und Zeug. Untersuchung, ungewöhnliches Versteck haben wir, glaube ich, schon gemacht, ne? Nee, steht nicht drin, dass wir es gemacht haben. Jetzt gehst du ja wieder weg vom Tempel, das findest du. Ja, und ich will ja gucken. Gucken. Mit den Augen. So, Truppenstufe 30. Habe ich nicht, aber egal. Achso, jede Menge Gegner töten innerhalb von einer gewissen Zeit. Und jedes Mal, wenn ich Gegner töte, kriege ich ein bisschen Zeit dazu. Oh komm, lass das. Alter. Herausforderung gescheitert. Toll. Ja, nochmal. Oh, lass das. Machen wir immer den Kleinen hier. Dankeschön. So. Besiege 7 Gegner. Du darfst nicht öfter als 5-mal einfrieren. Ach ey. Shit. Go. Opening box of Adepti-Trix. Die ist sich auch noch weg, die Sau. Okay, geschafft. Gewundener Abgrund verfügbar. Ui. Ach, weil ich jetzt Abenteuerstufe 20 habe, ne? Erlebnispass. Genau, das ist das, wo man theoretisch Geld investieren kann. So. Weltstufe erhöht auf 1. Automatisch, ohne dass ich jetzt irgendwie abgeben musste. Okay. Okay. Once there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness.
But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Jo, Bergsteiger-Erlebnispass. Bubdidu. Das ist halt so das, wo ich sagen würde, da könnte man Geld ausgeben. Ja, genau, weil diese Waffen kriegst du nur, wenn du halt tatsächlich Geld ausgegeben hast. So. Ist halt auch so ein Ding von wegen so, hey, hier kannst du halt, ne, wenn du halt bestimmte Stufen in diesen Erlebnispass halt dann erreichst, neue Belohnungen kriegen. Das ist die obere Reihe. Die untere Reihe kriegt man nur, wenn man halt Geld ausgegeben hat. Der kostet allerdings rund 22 bis 24 Euro. Ja. Du kriegst natürlich halt einiges dafür. Na, kannst ja auch, ne, genosiger Erlebnispass kaufen und kannst sofort eine dieser 4-Sterne-Waffen halt dann wählen. Das ist hier, ne, das für 11 Euro. Wenn du das für 22 bis 24 kaufst, dann hast du halt auch gleich hier Erlebnispassstufe erhöht und kriegst hier irgendwelche besonderen Teile noch oben drauf. Ja, das ist halt etwas, da könnte man Geld für ausgeben, wenn man es möchte und so, aber ja, ob sich das halt wirklich richtig lohnt und rentiert, wage ich zu bezweifeln. Ja, das heißt, höchstwahrscheinlich werden wir einfach hier oben bleiben. Außer jemand spendet halt jetzt, ne, keine Ahnung, 50 Euro, dann soll ich mir das davon holen. Ja, und sonst ist es halt so, Tagesaufträge, melde dich im Spiel an, habe ich gemacht, mach tägliche Missionen, habe ich gemacht, sammle Ärzte, habe ich gemacht, verbrauche so und so viel ursprüngliches Herz, habe ich noch nicht gemacht. Jedes Mal, wenn ich eins dieser Punkte halt erledige, kriege ich da oben für diesen Erlebnispass Erfahrungspunkte. Und sobald ich da ein Level-Up habe, kann ich mir hier eine Belohnung holen. Ne, für Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe hast du nicht gesehen. Das geht relativ weit durch bis Stufe, ich habe keine Ahnung, geht weiter als Stufe 15, bis Stufe 50. Ja. So. Ich kann mir die auch kaufen, kostet mich halt dann jetzt hier Zeug. Ah, nee, gar nicht. Nee, gar nicht, das kostet mich Urgestein, da kann ich mir Stufen kaufen. Ja. Okay. So war das. So, und hier drüben sieht man halt, ne, was es halt für tolle Belohnungen geben würde. Es geht aber nur in diesen Gnostiker-Erlebnispass, wenn man tatsächlich halt Geld ausgibt. Tun wir jetzt aber nicht. So. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, das Event hier noch zu machen. Das wird aber zeitlich alles sehr knapp. Aber wir hätten natürlich halt dann Bomben-Einhandschwert. Wir können hier noch irgendwas holen, eine Belohnung. Keine Ahnung. Jo. Und dann können wir jetzt hier, glaube ich, die Leute weiter aufleveln. Nein, das geht erst ab 25. Okay. Okay. Gut. Achso, und hier nochmal ein bisschen Urgestein holen. Für Erhöhung der Weltstufe, da steht es auch nochmal. Während sich deine Abenteuerstufe erhöht, steigt auch die Weltstufe an. Dadurch werden die Schätze, die du in der Welt findest, immer wertvoller, deine Gegner aber umso stärker. Manchmal musst du Aufträge zum Aufstieg der Abenteuerstufe ausführen, bevor du die Weltstufe erhöht werden kann. Details dazu findest du in der Abenteuergilde. So. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht gleich sofort einen auf den Dates kriegen, weil halt jetzt die Gegner stärker sind. Na, werden wir sehen. Müssen wir durch. Irgendwie. So. Das heißt... Ja komm, die eine Quest machen wir nochmal ganz kurz und dann machen wir hier hinten nochmal... Irgendwo haben wir hier so einen Kasten von wegen, so können wir aufschließen oder sowas. Oder haben wir den sogar beim Tempel der Winde? Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir jetzt Schlüssel und wir können es verwenden.
So, und dann würde ich sagen, probieren wir halt noch unser Glück, so weit es geht, in dieser komischen Eisregion, in dieser neuen Region. Versuchen da vielleicht nochmal irgendwie an das Einhandschwert zu kommen. Das möglichst weit zu pushen, das wäre schon cool. Aber muss man halt gucken. Das wäre halt, ne, gratis Einhandschwert. Für... Du musst nicht viel tun. So. Und Tag, die Herrschaften. Was geht ab? Also noch komme ich mit den Gegnern klar. Wenn sie mir jetzt auch noch, ne, so langsam mal 4 Sterne Artefakte entgegenschmeißen würden, das wäre echt Knorke. Da oben ist so eine Dingens, wo so ein Geist rein kann. Müssen wir nur den Geist dazu finden. Blub. Hat sich ausgeblubt. Guten Tag. Tschüss. Ein Eichhörnchen. Ein totes Eichhörnchen. Hier haben wir eine Felswand. Hinter dieser Felswand haben wir eine Kiste. Da sage ich doch nicht nein. Tempel der 1000 Winde. Aktuell sehe ich hier kein Geisterle, das wir verfolgen können. Ich sehe wirklich nichts. Dann markieren wir den wohl erstmal auf der Karte. Als, ja, so ein Ding. So. Dann düsen wir nochmal ganz kurz dahin. Oh, da haben wir irgendwie eine gelbe Quest auf der Karte. Warum ist da eine gelbe Quest auf der Karte? Ach, das ist für den Weltboss. Ah, okay. Hier müsste doch eigentlich auch irgendwo so ein aufschließbarer Kasten sein, oder nicht? Doch da. Ach, den haben wir schon. Ah, den haben wir schon. So. Ja, ne? Dann würde ich mal sagen, probieren wir es mal. Ich weiß nicht, warum das jetzt extra auf der Karte angezeigt wird.
Daneben. Heckenpenner. Drecksack. Elendiger. Oh Mist. Machen wir nicht so im Wind hier. Ich wollte gerade sagen, ne? Jetzt ein bisschen Wind wäre nicht verkehrt. Ach ja. So, alles eingesammelt. Mist. Kann sich nur noch Stunden handeln. Irgendwann haben wir es. Aber Life goes on. nein. Einer zu wenig. Ich habe ein Achievement gekriegt für ich bin lang gefallen wahrscheinlich. So, jetzt hast du nichts mehr. Also glaube ich zumindest. Geht doch. War doch noch nie mal schwierig. So. Kriegen wir ein bisschen Kleinkrams. So. Okay. So, Quest abgeben. Belohnung holen. Also ein Krams. Und dann gehen wir ins Eisgebiet, zum Drachengrad. Und
gucken mal, wie weit wir kommen. Um alles möglichst zu machen oder so. So. Okay. Dann müssen wir wohl dahin. Und dann mal gucken. Jetzt habe ich die Quest gar nicht abgegeben, ne? Oh, ich bin aber auch so ein Bebo, ey. Richtiger Bebo. Mit 3B. Eins am Anfang, 2 in der Mitte. Bebo. Boah, du Bebo. Oh, sowas von. So, konntest du finden? Ja, habe ich. Ja, hier, nimm einfach. Laber mir nicht zu, nimm deinen Scheiß. So. Jetzt aber. Beziehungsweise, bevor wir uns da ins Getümmel stürzen, machen wir eine kleine Pause. Während dieser Pause gehe ich Pipi machen. Und dann sehen wir uns nach der Pause dann wieder munter, fröhlich. Und machen im Extremtempo dann irgendwie den Drachengrad. Das wird bestimmt mega lustig, mega spaßig und überhaupt nicht anstrengend oder sowas. Wir kriegen das irgendwie hin. So, ich mache euch Musik an. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
So, alle wieder da? Hoffe ich doch. Denn jetzt geht's weiter. Muss nur ganz kurz hier ausmachen. Da an. Und das Spiel wieder in den Vordergrund holen. Hallo Spiel. So, das wird jetzt lustig. Tralalala. Ach nee, Weihnachten ist vorbei. Ja, alle da und nach der Mucke auch alle wieder wach. Ich war gar nicht weg. Ich habe doch gesagt, Pipi-Pause. Müssen alle Pipi gehen. Ganz einfach. Warte, das könnte sein. Nicht hier. Dass wir dann eh gleich nochmal zurück müssen. Da, der berühmte Alchemist ist die Quest. Da müssen wir gleich nochmal nach Mondstadt, aber wir holen jetzt erstmal den Teleportationspunkt. Dann müssen wir weniger laufen gleich. Und hier ist eine Kiste. Aua. Ja, natürlich wäre es jetzt halt irgendwie vom Vorteil, hätten wir einen vernünftigen Feuercharakter irgendwie im Team fürs Eisgebiet, aber gut. Wir schlagen uns so irgendwie da durch. Ich glaube, mit Blitz ist das auch okay. Nicht perfekt, aber okay. Aua. So, ja, super. Ich komme so rum rein, aber nicht so rum raus. So. Haben wir gleich die nächste Kiste. Whoopty-doo-di-doo. Und jetzt mal Blut. Oh, Leute. Ich versuche hier doch nur zu... Alter. So. Nicht mal Dinge in die Luft jagen kann man ja heutzutage hier. Was ist denn das? Wenn ich aber nicht muss, dann muss ich nicht. Ja, dann musst du halt nicht. Kann ja auch nichts für. Aber sagt nachher nicht, ich hätte dir keine Chance gelassen. Ich habe euch die Möglichkeit zur Flucht gegeben. Habt ihr sie genutzt? Nein. So, da ist ein Anemone. Anemone. Wie komme ich denn da hoch? Hier sind doch bestimmt irgendwelche rumschwirrenden Mistdinger, oder? Hier ist eine Kiste. Das ist ein Vogel. Das ist ja auch eine Kiste. Mit schweren Gegnern. Okay, so viel zu schweren Gegner. Die wären noch schwerer auf höheren Weltstufen. So. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich an meinen Blutball rankomme. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Das war doch hier irgendwo in der Luft. Nicht doof? Da hinten.
Da ist der Berg, wo wir hoch müssen. Also, ja gut, wir müssen nicht mal zwingend hoch, aber wir müssen halt die Event-Quests da irgendwie machen. So. Ich habe keine Ahnung. Ich will mich jetzt auch nicht stundenlang damit aufhalten. Ich habe nicht die Zeit dafür. Ich habe für das Event nur noch so und so viel Tage Zeit. Nicht für die Quest an sich und die Drachengard, sondern halt um die Event für das Schwert und so. So, Teleportationspunkt. Eine publike Nebenquest für mal eben so nebenbei. Es ist voll kalt hier. Boah, krass. Ja, du willst den Berg hoch. Ja, dann acht auf deine Körpertemperatur. Ist hier voll kalt und so. Das ist nämlich tatsächlich so. Ständig ist es kalt und du hast so eine Kälteanzeige, die halt hochsteigt. Und wenn sie voll ist, ist dir kalt. Das hat den Nachteil, du kriegst Schaden über Zeit. Voll ätzend. Du musst dir ständig was Warmes suchen. Boah, Mammut, ich habe keine Zeit dafür. Ja. Ich hab's mir doch markiert. Ich werde es später machen. Ich muss mich immer um andere wichtige Dinge kümmern. Und der hier, eine Schatzkarte und irgendwas von wegen, ne, Papi suchen. Okay. Geht schon wieder gut los. Es geht jetzt darum, dass ich halt nicht so viel Zeit habe. Das Event hier, das zu machen, damit ich halt das Bestmögliche aus dem Schwert jetzt noch raushole. Braucht halt tatsächlich ein bisschen Zeit. Und das Ding da einsammeln kann ich dann später immer noch. Weißt du, darum ging es mir. So, jetzt müssen wir einmal kurz die Quest hier starten. Teleportationspunkt. Looks like Timaeus isn't here today. Hey, die haben wir jetzt erst gezogen. Customers? Oh, pardon me. Are you looking for Timaeus? No. Just strange for him to not be around. Paimon always sees him standing here. I see. He was called away by Albedo a little while ago. I was called over to attend to the store. I'm Sucrose, Albedo's assistant. If you have any alchemy-related queries, you Kein could Grund, always ask nervös zu me. sein. Do I look nervous? My apologies. I don't get out too often. I'm usually in the laboratory where there aren't many others to talk to. If you need any help, just call my name. If not, I'll be reading a book. Over there. Thanks. No worries. We're all clued up on the basics of alchemy, aren't we? Wir finden schon zurecht. Hey, aren't you the legendary traveler? The one who repelled Storm Terror? Und ich verlange nicht einmal was für meine Autogramme. Thank you. I've heard so many stories about you. Always wanted an opportunity to research you up close. What do you mean, research? Sorry, don't mind me. What am I saying? Still, you'd definitely be able to help Albedo. It is you, after all. There's that name again, Albedo. Is he also an alchemist in Mondstadt? Na, man sagt mir nichts. Apologies. I never introduced him. Albedo is the Knights of Favonia's chief alchemist. He's also Timaeus and my teacher. But Paimon's only ever seen Timaeus teaching alchemy. So that means Albedo is a teacher? Yes. He's dedicated himself to investigating the truth of this world, and has made many an important breakthrough. We often get alchemists coming to Mondstadt from all over Teyvat, seeking his help. They say that the subtlest of guidance from Mr. Albedo helps him to solve the most unfathomable of problems. Wow! Paimon didn't know he was such a big deal. Still, it seems that he's encountered a problem in his research recently. Every time I see him, he has a concerned look on his face. Ich glaube nicht, dass jemand mit seiner Intelligenz meine Hilfe braucht. I'm sure that Albedo would love to hear about your incredible exploits. I know it would bring him lots of new inspiration. Albedo is a true gentleman. He'll be sure to pay you back in equal measure for helping him out. Kann er mich stärker machen? I don't see why not. Testing the limits of living beings' capabilities is one of Albedo's areas of research, after all.
Albedo and Timaeus will be conducting research in the mountains right now. I'd love to take you both to see him, but somebody has to attend to the store. I'm afraid you'll have to go to the entrance to the pass and look for him by yourselves. Look out for a refined gentleman with the presence of a true scholar. And... sorry. That's the best I can do. You'll have to do your best. Hey, stop worrying. We got this. Okay. Beobachtungsbericht des Reisenden. Sucrose is a whole lot less nervous when she gets talking about Ja. Die hat einen kleinen Quatsch auf ihn. So, teleportieren. Anyway, let's go and look for Albedo. Und schon kommt der nächste Charakter. Sister Rosaria, so here you are. Choir practice is about to... I've told you already, I don't go in for that kind of thing. I've got more important matters to attend to. But this event has commemorative significance. The church hopes that all sisters will be present. Hopes? That's odd, because I don't recall a fulfill the hopes of others clause in my job description. I mean, sure, but... But what? You're the event organizer, aren't you? Do you not find it the least bit odd? What do you mean? This far out from Mondstadt at this hour? Even if you set out right now, I'll wager you'd still miss the opening ceremony. Who knows? Maybe this is someone's grand plan to make a fool out of you. Huh? Well, that can't be. People aren't like that. Evidence decides what people are like, not your feelings. Maybe you're a little too trusting of other people. Don't fret, nobody's gonna blame you if you go back empty-handed. I can't imagine anyone else was delusional enough to think I was gonna show up. But if you dally any longer, you really won't make it. You're right. It's a very important commemorative event. If I'm late, then... right, I've gotta get going. Seems like that nun's an expert in making people believe anything she wants. I thought I heard something. Who are you and why are you eavesdropping? We'd better watch out. She seems like a dangerous villain, or a trickster at best. Oh, really? I'm a member of the long-standing Favonius Church. You're an eavesdropping pixie from who knows where, and you think I'm the trickster? Wait, she heard that? Paimon was whispering so quietly. And as for this outlander you seem to be following... So it's you. The honorary knight that saved us from storm terror. Well then, given your status, I won't press you on your reasons for eavesdropping. Otherwise, depending on your answer, I could have arrested you on the spot. What? Do the nuns of Mondstadt have the authority to arrest people now? We can't go turning a blind eye to hidden dangers, can we? Why shouldn't sisters have a sense of justice? That doesn't sound right. But Paimon can't think of a good comeback. Let's talk about you. What are you doing in the mountains? Wir suchen Albedo. If it's him you're after, I made a point of noting his tracks. Many people have made their way up after the snowstorm. Let's hope they're still there. So, are you also looking for him? No, this is just a professional habit of mine. I sensed elemental traces in these tracks. Never hurts to be vigilant. Du bist eine ziemlich eigenartige Hornschwester. I couldn't care what you think. Come on then. I'd like to see what he's up to anyway. Rosaria said there were elemental traces in the tracks. They should show up pretty clearly with elemental sight. So, wir werden jetzt hier weitestgehend einfach der Hauptquest halt nachgehen. Weil... Another test subject. Der hier, ne? Ups, warte. Hier, ne? Einmal kurz. Ja, hier, ne? Es ist kalt, du kriegst Schaden über Zeit. Weil
Sonst brauchen wir hier echt lange. Das ist eigentlich nur ein relativ kleines Gebiet, mag man meinen. Er kann sich hier schnell verlaufen, beziehungsweise halt sich verlieren in anderen komischen Zeug und sowas. Und ja, deswegen sehen wir zu, dass wir alles schaffen, so wie wir es uns vorstellen. Und versuchen das möglichst Beste hier rauszuholen. Pixie, your ability to appear and disappear at will is very interesting. Yeah? After committing a crime, you'd be able to leave the scene without a trace. You're so suspicious. Why is I'm not a criminal in your example? Um mit dem Event halt erstmal loslegen zu können, müssen wir hier eine gewisse Questreihe oder Questzustand halt erstmal erreichen. Und um dahin zu kommen, dauert es halt jetzt erstmal ein bisschen. Alter, was ist denn da? Gib den Frosch bitte, ich brauch den. Hey, go, bear it, buddy. Life goes on. I slipped up. I guess this is it. Das Zeug. So. Alles meins. So. Und jetzt im Eiltempo einfach immer weiter. Die Dinger brauche ich irgendwie. So, da vorne haben wir unseren ersten Teleportpunkt. It's getting colder and colder. Rosaria, aren't you freezing? Me? I'm all right. I got used to operating in adverse conditions a long time ago. Seems like there's more to being a nun in the Favonius Church than Paimon realized. Bitte warten. Gegner wird umgehauen. Und Gegner ist relativ stark. Solange sich nicht gleich wieder so eine Eisrüstung macht, sollten wir das hier gleich, glaube ich, hinkriegen. Ich kann auch hier so einen komischen roten Kristall nehmen. Dadurch kriegen wir für einen Schlag etwas mehr Schaden und das brauchen wir halt auch, um hier bestimmte Eisschichten halt auch kaputt machen zu können. Wie zum Beispiel diese Eisschicht, die hier diesen komischen Kristall umhat. So. Das heißt, wir nehmen so einen Kristall und knallen ihn hier drauf. Und das Ganze noch ein paar Mal mehr. Zwei Stück brauchen wir noch. Blub. Ja, hier gibt es auch wieder andere Blubs. Speziell für dieses Gebiet. Das ist halt nicht, ne? Das Eisgebiet schlechthin. Das wird wohl erst im Nachhinein noch irgendwann reingepatcht. Da, wo auch die Stadt Schnessnaya liegen soll. Ich denke mal, das wird dann irgendwann mal eingepatcht. Das wird noch eine ganze Zeit lang dauern.
So. Jetzt ist er wieder da. Mitnehmen. Zack. Und dann da vorne noch den einen Kristall holen. Dann sollten wir es haben. So, haben wir das Ding frei gemacht. Ohne Eis bitte, ja. Folge, du. Bam. So, und da haben wir jetzt so einen komischen Blutachatbaum. Den Permafrostbaum, meinetwegen auch das. So. Dieser Baum ist ein bisschen ähnlich wie Statuen der 7. Für die sammeln wir jetzt keine Anemokulus oder Geokulus ein, sondern diese komischen roten, blutroten Achaten. Achat, wie auch immer. So. Wenn ich davon ein paar habe, kann ich die dann hier abgeben und sagen so, hey, Belohnung, hey. So. Habe ich auch vorhin schon irgendwo auf der Karte gesehen. Hier gibt es irgendwo dann nochmal so einen. Wurde mir jetzt auch nicht mehr angezeigt. Der sollte mir aber irgendwann nochmal angezeigt werden. Es könnte sein, dass der da hinten ist. In dem Eisblock. Warte. Guck ich nochmal ganz kurz. So. Ja, also hier, diese komisch blauen Eisdinger, die kann man nur mit so einem blutroten Achat halt öffnen, kaputt machen, wie auch immer. Hast du die nicht, hast du ein Problem. So. Hier sind die Geister auch nicht blau, sondern tatsächlich rot und sie wärmen einen auch so ein bisschen. Hier ist irgendwo einer, da mache ich mir mal ganz kurz ein Sternchen für später. Ich werde die jetzt tatsächlich noch nicht sammeln. Aber es kommt auf jeden Fall noch mal. Definitiv. Nur jetzt, ne? Erstmal auf das eine Wichtige konzentrieren. Fleisch. Ja, Fleisch, hey. Ja, an den... Siehst du da oben, wer er? Wir haben hier irgendwo eine Statue der 7. Ich glaube, die ist da auf dem Berg oder so. Die holen wir uns ganz kurz. Die ist wichtig für die Karte. Hier ist eine Kiste. Komm, machen wir die ganz kurz platt. Guten Tag. Kann ich abbrechen? Nein. Kannst du hier hinlaufen? Aua. Waffenlos. Sagt mir Twitch-App am Tablet Mammut ist live. Habe ich da etwa kurz Internet dran gehabt? Fragen über Fragen. Ein Fall für Galileo Mystery. Ach ja. So Misty. Kommen Sie mal ran auf den Meter. Erinnere mich irgendwie an so einen Teil aus Halo.
Hält zum Glück nicht sonderlich viel aus. Hier gibt es manchmal irgendwelche Wächter, die kaputt in der Gegend rumliegen und irgend so einen Zahlencode haben. Und ganz tolle, wertvolle Truhen. So, diese komischen Säulen hier geben halt auch Wärme ab, wenn man da in der Nähe von steht. Damit man sich da auch wieder aufwärmen kann. So, da oben wäre halt wieder so ein feuriger Geist. Ich muss eh in die Richtung, also komm. Hier mal kriegen wir auch noch mal kurz auf der Karte. Hier ist auch ein Blub. So. Ach ja. Told you I'd win. Wenn wir die Statue hier freikloppen. Die Statue der 7. So, das hier ist quasi das Gebiet, das jetzt reingepatcht wurde. Und jo. Es sieht relativ klein aus, verglichen hier mit dem gesamten Gebiet von Mondstadt. Aber es hat tatsächlich sehr viel in sich. So. Teleportationspunkt freigeschaltet. Ui, toll. So, Statue anbeten. Habe ich nichts. Keine Anemokulus. Erkundung des Landesdrachengrad. Ui, toll. So. Den kann ich tatsächlich sofort schon nehmen. Dann können wir uns hier das Sternchen auch wegmachen. So. Und dann, was es hier in dem Gebiet auf jeden Fall noch gibt. Das sind hier so mehrere Steintafeln, die es hier in dem gesamten Gebiet verteilt gibt. Da müssen wir 8 Stück von finden. Paimon halt auch so, ja, was hat das mit den Symbolen auf sich? Dann wird das Ding hier frei, wir können es benutzen, öffnet sich eine Tür und wir kriegen Zeug. So. Guten Tag. Ja, neues Monster, weil ist jetzt derselbe Typ, den wir schon vor ein paar Mal hatten, nur jetzt hat er ein Eisschild. Uiuiuiui. Die Mauer muss weg. So. Gar nicht. War das jetzt nur Charakter oder halt auch Waffendingens, die halt erst später hoch zu leveln sind? 25 und Waffe auch 25. Okay. Okay, so, wo ist jetzt die Kiste? Da ist die Kiste. Mammut erklärt die Welt. Genshin. Einer muss es ja erklären. Sonst fragen sich halt Leute so, was machst du denn da die ganze Zeit? Ich verstehe das doch gar nicht. Deswegen erkläre ich die Welt. Achso, den wollen wir hier so ein bisschen der Quest folgen. Da hinten wäre noch mal eine Truhe, aber hey. Reicht meine Ausdauer nicht, ne? Wenn sowas auf dem Weg liegt, kann ich das natürlich mal eben schnell mitnehmen. So. Markierung löschen, zack, fertig. Da drüben wäre noch mal einer. Mal ganz kurz. Warte. Nein, kann ich nicht. Okay.
Beto? Why would he hang around a place like this? The word on the street is he loves sketching. He'll hang around anywhere for a good landscape. The views and scenery here are pretty good. Sketches everywhere you look. But can't he see those hilly churros? Isn't he in danger? Uh-oh. Looks like we startled them. Und da. Enough talk. Let's take them out of the picture first. Ente. Who are you? Why did you alarm them? Thank the gods I'd already completed my sketch. Would have been a shame to leave these particular hilly churls unfinished. Ich dachte, du hast die Landschaft festgehalten. What's up with sketching hilly churls? What makes them so interesting? I'm afraid the answer isn't easy to explain. If you'd like to have a look at my sketch, it may give you a clue. Wow, look at the detail! But some of it seems to have been done in a hurry. You can find these hilly churls anywhere. Quite boring, in fact. Not worth closer inspection. But take a look at this specimen. The build, the coat, and there's a distinct force at work here. In the cyclical lives of such primitive communities, such unique attributes are an indication of evolution at work. Evolution, the transition from nothing into existence, from the known to the Hold your horses. Something tells me we're in for a thesis and I haven't got the stamina. We found your man. I'm headed back. What? Don't you have any questions for him? Hey! What a weirdo. So Sister Rosaria brought you. Surprising. And I didn't have time to thank her. But back to the point. From her words, it seems that you were looking for me? We met a girl in Mondstadt, Sucrose. She said you were stuck with your research. I see. So Sucrose sent you here. Then, if I'm not mistaken, you must be the honorary knight. You've got the whole of Mondstadt talking. I've heard a bit of everything. Your actions during Storm Terror's attack, your elemental control, and quite a few other mysterious things. I'll skip to the conclusion. There's only one possibility after all. You came... Excellent. If I could procure your assistance, I think my research would benefit enormously. Deine Forschung? Forgive me. This must be confusing. Where should I begin? The essence of life? Whoa. You want to start with that? You're right. Giving a demonstration would be better than trying to explain. For example, awakening life. Breathing new life into fallen leaves. You can do that? Chemie ist ein Wunder. However, I have a particular seed in my possession. The method I'm talking about has produced no results. It's like you, in that it hails from another world. Helping it to grow, to bloom. That's the problem my research is up against. That's where I need your assistance. Well, if you're struggling to figure it out, Paimon's not sure we're gonna be much assistance. I beg to differ. I'm unable to comprehend the intricacies of life outside of the known world. But you're not from the known world. By observing and researching you, I may just be able to find a way to get the seed to sprout. Und so werde ich zum Forschungsobjekt. Shall we just get out of here? This sounds a little freaky. Was springt für mich dabei raus? Mora, knowledge, and the answer to the question you are seeking. It happens to be an answer that I can provide. How does that sound? Time for a change of surroundings. We should be going. There's research to do. Albedo and that traveler seem to have hit it off. Takes a weirdo to know one, I guess. I wonder, does this constitute a risk to Mondstadt? Okay, so, weiter im Text. Ganz kurz, komme ich da ganz kurz ran.
Fragezeichen. Oh, mir wird kalt. Nein, komme ich jetzt nicht sofort ran. Ich mache ein Sternchen. So. Ganz kurz heilen. Und weiter im Text. Heilen. Auch die Musik hier natürlich. Paimon has a question. After the seed sprouts, will it grow into anything? I don't know, but I feel the importance will lie in the method, not the endpoint. Using alchemy to awaken otherworldly life into that would constitute a big leap in my understanding of the essence of life. After awakening, even creation may be possible. Still a little difficult to understand? No, Paimon's got a brain. But what's the seed gonna become? Isn't that more interesting than whatever it was you were saying? Das würde ich auch gerne wissen. Well, if it turns out to be a delicious fruit, dinner's on me. Yay! Paimon's holding you to it. Du weißt, was Paimon bewegt. Well, let's just say I, occasionally have to look after a child. Another lengthy explanation, I'm afraid. I suppose it's one of the few non-alchemy-related disciplines I'm any good at. The subject of my first research was the elements. In this world, manipulating the elements requires a vision. Though I can't see anything resembling one on your person, how you're able to freely manipulate elemental power is something I'd like to ascertain. I've got a few questions in that regard. Firstly, do you have any extra organs? A second heart? A fourth stomach? Things of that nature? Nope. Fascinating. And this floating child is connected to your body in some way? What a stupid question. Can't you see the gap between us? And another thing, it's Paimon, not floating child. I was merely considering the possibility that you were an external organ. Perhaps there is some invisible force connecting you. Ich hab sie mit einer Angel geangelt. Oh, that rules out that possibility. I wonder, did Paimon guide the elemental power to you? But that would mean that Paimon's elemental power would be enough to break through a mountain rock at least 10 meters thick, or cause the waterfall south of Springfield to flow backwards. No, that definitely can't be it. Hey! How would you know anyway? In that case, it would appear that there's no obvious difference between the composition of your body and that of the humans in this world. Given that there's clearly a discrepancy in the research, it seems that only experimentation will yield the answers. Firstly, this mysterious elemental power. I'd like to examine exactly how it manifests externally. Danke für den Raid. Let me lure a few slimes to the area. Perhaps you'd be able to defeat them, using whatever method comes most naturally to you. Huh? Doesn't seem very sciencey. Direct and clear observation are imperative to a good experiment. This is just a simple exercise. Naturally, if you require a greater challenge, we could bring in 6 Oceanids. Slimes! Slimes are fine! Ich verstehe nicht. Das Ganze klingt ziemlich ungemütlich, oder? Solange ich nicht von Hydrophantome zu Brei geschlagen werde. Well, ja. Prepare yourself. The slimes will be here any moment. Juhu, Schleime kloppen, ja! So. Schon fast die Geschichte. Hier, ganz kurz. Zack. Und da ist ja noch einer. Noch 2, 3, wie auch immer. No one escapes my sight!
Züge. Ja, besonders die Ossel-Party-Trains. Great work. Did you feel anything out of the ordinary? If you're injured, I have a few emergency potions ready. Mir ist nur ein bisschen kalt. Excellent. According to my observations, the manifestation of the external elemental flow is as expected. Elemental reactions are normal. There's nothing out of the ordinary. Now that we know that the external flow is manifesting normally, let's test the internal flow. Internal flow? How do you test that? It's very simple. I can use alchemy to create a potion that will extract elemental power. If the elemental power is stored or accumulated physically within your body, this potion may elicit an elemental reaction. Schnuffelufikus? Bitte was? Also geht's dir gut. Hast du irgendwie zu lange gestreamt? Oder musst du länger streamen? Oder? Ich frage ja nur. So, kriege ich Feuertinktur, Magenschmerzen? Sounds kinda terrifying. Don't worry. In the normal course of events, you'd feel some temporary queasiness. No bodily injury. And in the abnormal course of events? If anything unexpected occurs, I've made the necessary preparations. Try not to worry. XCOM muss ich auch irgendwann spielen. Irgendwann. So, ja, wenn etwas Unerwartetes passiert, ja, das beruhigt mich ja nicht besonders. Well, it's not that there aren't any risks involved. But if there is anything blocking your elemental flow, we'll be able to locate it with this test. Just a warning. If an internal elemental reaction occurs for any other reason, that's a bad sign. Ist ja wieder eine Vorsorgeuntersuchung. Nee, schlimmer. Yes, that's an excellent way to think about it. Before we get started, the potion we'll use for the test is missing a catalyst. We'll need to find it. It's a type of ore known as star silver, but unfortunately not all of it is suitable. I'll take you to my campsite. We can gather some star silver ore on the way. I'll point out any likely contenders. All going to plan, we should be able to begin concocting the potion when we get to the campsite. Paimon's still got a few safety concerns, but it seems like there's a silver lining. Let's keep our eyes open. Ja, ein bisschen was von den Sternsilber haben wir schon gesammelt, aber nicht sonderlich viel. So, folge der Straßensuche nach einem Sternsilber-Katalysator. Here. Should do for catalyst purposes. Hallo, guten Tag. This one. Usable with a bit of polish. This should be enough. My campsite is just up ahead. I'll lead the way. So. Auf zum Lagerplatz. Da ist bestimmt wärmer als hier. So, hier ist auch der Teleportpunkt, den ich hier fast mit am meisten benutzen werde. In der Richtung liegt irgendwo so ein blutroter Achat. Hallo, lass mich doch mal. Lass mich doch mal. So. Irgendwo da. Wir können mal ganz kurz. Weil es halt auch nochmal eine Quest gleich auslösen wird. Ich weiß nicht, ob die Teil ist von dem Hauptquest hier. Ab hier. Wir haben gerade eh einen Teleportpunkt auch noch. Oh, was ist das? Das sieht aus wie ein Herz, oder? Können wir jetzt gehen? Pardon, kriegt total Gänsehaut. So, merkwürdiger Zahn. So. Mammut ist schockiert. Ich werde immer schockiert. So. Einmal Zeug ansammeln hier. Oder nicht?
This is my campsite. I've added the materials we collected to the concoction. While we are waiting, have a look over here. My assistant Timaeus here is helping me with my research. I'm guessing you may have met in Mondstadt already. Hello! I've just gotten hold of the data from your experiment. The report is already up on the board there. Whoa! Look at all the data! You got all these results from one slime battle? I wouldn't call them results, inferences, and a few daring guesses perhaps. I think the most rational direction would be to expound on the phylogenetic relationship between this traveler and the slimes. Ich hätte gewettet, dass selbst Paul und ich näher miteinander verwandt sind. Consider. You don't have a vision, but you can manipulate elemental energy. The slimes don't have visions either, yet they too are able to manipulate the elements. Following this line of thought, I'm sure we'll be able to establish a basis in fact. Not bad for a point of entry. But strictly speaking, slimes are elemental life forms. In other words, beings consisting entirely of the elements. A cryoregis vine, or even a whopperflower might be a better analogy. But tracing back the phylogenetic relationships between plants and animals, you might have to trace back to the world's origins. In that sense, things might get difficult, don't you think? Yes, sir. That sounds correct. After all, we've got our primary data already. This traveler is a visitor from another world. If it turned out that he did have a phylogenetic relationship with this world... Now that really would be something, wouldn't it? Ah, it would. Apologies. I was so excited to get the data. I'll slow down a bit next time. Speaking of data, to complete our research, we'll need some more. I'll be conducting analysis here for the time being. If you're keen for an update, just come and find me. Great. I'll leave you to it. Looks like the potion's ready. I'll try a little first. If all goes well, I'll hand it over to you. In line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times. And breathe deeply if you feel unwell. So, warte. Nein! Da! Ossel, du wirst mit 10 Bits herum. Dankeschön. Danke, Ossel. So. Habe ich jetzt Trank getrunken? Nö. Öffne Inventar und benutze den Trank. Inventar. Wo ist der Trank? Nicht hier. Auch nicht hier. Da, ne? Ja. Okay. Ich brenne aus innen heraus. Tasty? You've got a funny look on your face. Ich brenne ein bisschen. You said you tried some already. You sure it was ready? What happened to him? Oh, this was the result I was expecting. And a very positive one at that. This potion channels elemental power into the body. Under normal circumstances, a repelling reaction is to be expected. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. Once the flow is complete, there won't be any other effects. So you knew you'd be sick and still drank some? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. Bei dir ist es egal. Perhaps it's just scholarly self-assurance, and it certainly speeds things up. In conclusion, I'd say we have our conclusion. Ja, so würde Paimon abgehen. As far as elemental energy is concerned, you're no different from anyone else in this world. Nothing peculiar. Aw, Paimon wanted something cooler to happen. Then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have a tendency to be of the
undesirable variety. Das war jetzt aber verdächtig spezifisch. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference, and everyone understands you. People are the same. They can understand, empathize, encourage, and support one another. When you're sick, a doctor can diagnose you because they are you. When something goes wrong, you can ask people who've made the same mistake for their experience because you are them. But a peculiar person, they don't have much recourse for the things we take for granted. The essence of their life is fundamentally different. For example, a human can't understand the life of a pyroregisvine or an eye of the storm. Have I explained it clearly enough? Klingt immer noch verdächtig spezifisch. To sum up, this has been a positive outcome. Going forward, you can use your elemental power without fear. Timaeus, the results of the new experiment are out. If you could see to collating them. Just a moment, sir. I'll handle it. Oh, you gave me a lot to consider. Really stretched my limits. I'm thinking a lot clearer now. Having you down as an animal wasn't very precise of me, but starting with the premise of an elemental life form, now that was... Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter, I'd like your research at the fore as opposed to my judgment. You can count on me, sir. I'll extract a result satisfactory to all. Is he trying to join the Knights? He's starting to sound like a suck-up. What Paimon meant to say was, that's the spirit. Mr. Albedo, say something. Before we can proceed with our research, I need to prepare something. Wait one moment. If you're interested, why not have a look around? It may help to pass the time. Aber ich habe mich schon umgesehen. Also ich hab's doch eilig. Wir wollen ja schließlich, ne, irgendwie hier vorankommen und so. So, hier mal gucken. Das ist auch eine Tafel, Pinnwand. Hier haben wir ein Regal, nicht von Ikea geklaut. Und hier ist ein Buch. Oder noch ein Zettel. Let's go see him. Okay. Jo, was gibt's? I'm back. Did you see anything interesting? Ja, keine Ahnung, wozu es alles gut ist. Not to worry. They're all for alchemical purposes. You'd be hard-pressed to find an everyday use for them. Well, on with the research. There may be significant differences between different worlds. Take Tevat, for example. Here, those with visions can manipulate the elements. But worlds may well exist where only one person is able to do so. Or even everyone. So, leaving elements to one side, do you possess any unique abilities? Ones that don't exist in this world? I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, time for the next experiment. Ich hab genug getrunken, danke. No. You shan't be required to exert quite so much effort this time around. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. Okay, Paimon, mach mal. Paimon knows how to do that stuff. That was your best effort? Well, can't be helped, I suppose. Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking as such. Rather, channeling your power into the ingredients themselves. I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with proliferation. Bist du sicher, dass du nicht gerade nur ein wenig hungrig bist? I suppose I have a curiosity for things that others find surprising. Anyway, why don't you cook us up a sunshine sprat? I've just finished preparing the recipe. Cooking? Paimon was looking forward to more mad scientist stuff. Not only is this recipe a staple for me, it's also worth experimenting with and highly nutritious. Paimon bets you're just hungry. It does sound yummy, though. Okay, Paimon approves. Ich spare eine Flosse oder zwei für dich auf. Good buddies are always on the same page. I'll leave you to it then. Looking forward to the results. If there's anything left over, maybe Timaeus can finish the last morsels. Paimon doesn't think we'll have that problem. How are we gonna channel elemental power into the food?
Maybe try the willpower thing again. So, schauen wir mal. Wir haben ja hier noch diverse Rezepte. So, und für ihn brauchen wir jetzt nicht den Butterbratling, oder? Doch. Das heißt, wir brauchen Salz oder so. Ich habe kein Salz. Muss ich kaufen? Also zurück nach Mondstadt. Manchmal brauchen die aber auch für diverse Gespräche, ne? Eine halbe Ewigkeit. Und reden einfach nur um heißen Brei herum. So. Verkaufen. Salz. Gib ihm. Rahmen, das haben wir. So. Tun wir mal so, als wären wir Profikoch. That was fast. Looking forward to testing the results. Da, einfügen, abliefern, fertig. An average outcome experimentally, but you've really brought out the flavor. You seem well versed in the science of gastronomy. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents the same headaches in your world as it does ours. Unless... could it be that the natural laws of this world are limiting your unique abilities? We just didn't know how to channel elemental power into the food. It's a little more complicated than adding herbs and spices, you know. Not to worry. At least we put some food to good use. No need to feel disheartened. And here's your portion. Enjoy. I can box it up if you like. Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. Paimon hatte einen neuen besten Freund. I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye on you and your safety during the whole experiment. Not that Paimon would have been able to do much if things had gone wrong. But anyway. Hey! You were being nice a second ago! But you do have tasty recipes, so Paimon forgives you. And you're right, we are good friends. You have good friends too, right? Good students? Yes. I'm fortunate too, I suppose. Anyway, moving on to the next experiment. There are all manner of alchemical items here. Keeping them in their proper place is a challenge at the best of times. A while ago, I had the misfortune of misplacing a batch. I managed to retrieve the majority, but 2 vials have been evading me. Animal crystal fly elemental extract and electrohypostasis powder. Paimon's barely finished eating and you want us to go gathering again? Don't worry if you can't locate them. I was planning to replace them anyway. Though finding them would save me the hassle. If you had, say, a superpower, like night vision or vibratory sensing, lost property would be a thing of the past. I must have dropped them somewhere in the area where you were looking just now. So, guess we'd better take a look. Ja, auf. You could use elemental sight. Ja, genau. Mit der Elementarsicht. Wie Sie sehen sie nicht so viel. Was ist überhaupt hier? This must be electrohypostasis powder. The extract of an animal crystal fly can only be animal elemental energy, right? This has gotta be it. Still in one piece. Good thing the vial's so strong. Gut.
Und jetzt nochmal zurück zu Albedo, der Labertasche. Goodness, you managed to find them. Incredible. 1,000 thanks. I'm wondering, this elemental sight, this is what allowed you to locate the items and find me here on the mountains, correct? Yep. Guess it does sort of count as a superpower, huh? Unfortunately, though elemental sight is seldom seen, it is not unheard of in Teyvat. Only a never-before-seen otherworldly power would be of benefit to my research. You mean, we failed again? Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. Besides, getting these items back, I'd call this a very worthwhile experiment. I have to commend your deduction that the items would contain elemental traces. Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. Our research on your identity as one of us is just beginning. Ich bin ein YouTuber, holt mich hier raus. In essence, the differences between humans are reflected in our intellectual and physical capabilities. Let's start with physical. Looking out from where we're standing, can you see what Sucrose is doing? No. And if you jump from here and landed on that cliff, the one over there? No. So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into 1,000,000 fragments? No. Then I shouldn't get too excited. Still, we'll gain a more thorough understanding with an experiment. I know of a location that will be perfect for a physical test. Please, follow me. Wie, nicht mehr labern? Nicht mehr labern. Oder zappeln welche? Das geht ja nicht. Bisschen Zeug. Nehmen wir immer gern. Gleich haben wir wieder Abenteuerstufe, Level Up. Ja, haben wir wirklich. Die Scheißmünze, ne? Die wächst wirklich in jedem Scheißgebiet. Auch wieder irgend so ein Blumen. You want us to jump from up here? Not necessarily. Not if you know of a better method, that is. Na, dann mal auf. Whichever method you choose, the experiment will end when you reach the opposite shore of the lake. I will factor the time expended and your top speed into my comparative analysis. The opposite side of the lake. So, we're gonna be swimming? Without limitations, we complete tasks intuitively, using the method that seems most rational to us. Some of us would be unable to stand the icy waters. Others might find the whole thing rather refreshing. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, then if you would, please. I eagerly await the results. Morgen brauchst du ja nicht streamen. Streamst du heute schon. Mach aber weiter. Ne, wir machen ja auch gleich Feierabend. Me? Recording data, responding to risks, providing emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh! Forget Paimon said anything.
Achso. Muss hinschwimmen. Und kriege mega Hunger. So. Great work. I've never seen a performance quite like it. Your reputation precedes you, traveler. The data shows that you're easily outperforming the average citizen in Mondstadt. But you followed us the whole way without breaking a sweat! Me? Actually, I used alchemy to cheat a little. But anyway, if it turns out that the natural laws of Tavad do not affect you, I should be able to make various inferences about the otherworldly civilization you belong to. If the natural laws of Tavad do affect you, then I shall be able to make inferences into the kind of evolution that would occur under the absence of such effects. The innumerable possibilities that this could present, the captivating insights, it would be something to savor again and again. But how does this help your research? You've helped me to unravel many of the problems that were holding it back. When we return to the campsite, I should be able to show you something interesting. Was hast du noch so gründlich erforscht? I may be about to make some analogies between you and a few unusual specimens. I hope you won't be offended. Gold, petrified trees, a sun 8 times the size of our own. The essence of the investigative process is enthralling, but such feelings are inevitably fleeting in nature. I'm willing to pour all my energy into research, and yet specimens are finite. As the unknown transitions into the realm of scientific understanding, the feeling of enlightenment is lost. All these things that start out as objects of fascination end up possessing the prosaic mundanity of a sunsetia or a sweet flower. They cease to be noteworthy. Oh, so that's why you wanted to sketch those hilly truths? Because you got to see something new and interesting and the differences between them? Precisely. To quote my exact words from earlier, these creatures are, for the most part, quite boring, not worth closer inspection. There is precious little about them that serves to pique my curiosity now. So after all these experiments, are we gonna be, like, boring to you? Like sketches? Of course not. You have been of great assistance to me, and I will remember this friendship for a lifetime. Now, before we head back to the campsite, there's one more experiment. Intelligence. Follow me. There are some other ruins nearby. Blub. So. Jetzt haben wir da vorne auf jeden Fall noch einen Teleportationspunkt. Den würde ich jetzt noch gerne nehmen. Und dann machen wir hier jetzt Ende Gelände. Und mir fallen halt schon die Augen zu. Und dann werden wir morgen relativ zeitig dann anfangen mit Streamen. Und gucken, dass wir so weit wie möglich kommen. Ob das klappt, ob ich das hinkriege. Aber ich halte euch dann halt auf den Laufenden, wenn es da halt dann irgendwie losgehen soll und so. Kriegen wir schon alles irgendwie hin. Denke ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So. Morgen oder heute? Heute. Sonntag. Diesen Sonntag. So, da ist der Teleportationspunkt. Den nehmen wir. Werden dadurch gewärmt. Hier ist noch so ein Achat. So. Mal nochmal ganz kurz. Ganz kurz. Haben wir uns ein Bäumchen? Weil wir können uns dann eine Belohnung abholen irgendwie. Sagt die Karte. Belohnung. Zack. So, nächste Stufe ist erst ab 10 Blutachat-Dingern. Dann können wir nochmal nach Mondstadt. Ganz kurz, 3 Stunden später. Ja, nicht ganz so schlimm.
Haben wir noch die Belohnung abholen für Abenteuerstufe und dann ist eine Geschichte im Schacht. So. Abholen. Zack. Alles meins. Ganzes Abschieds. Achso. So ein Artefaktteil. Alles klar. Die können mir ruhig mal lila Artefakte geben. Ich glaube, ich habe davon immer noch nichts, ne? Da. Waffe. Nein, Artefakte. Ne, ist immer noch die Feder als einziges 4-Sterne-Ding. Na, Halleluja. So. Jetzt aber. Ich mache jetzt hier Ende Gelände. Wird da einer alt, um 1 schon müde. Wo kommen wir denn dahin? Ins Bett. Dahin kommen wir. Ich habe halt schon früh gearbeitet, okay? So, deswegen. Ja, das ist der Launcher von Genshin Impact. Das ist das falsche Dingens. Da ist das. So. Dann würde ich sagen, tschö mit Ö. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische und sowas oder in neuer Frische, je nachdem. Jo. Und dann bedanke ich mich weil ich hier gerade einer lese, ne? Da einer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, dabei sein und überhaupt und so. Und wir sehen uns dann nachher, wie Jane es schon schreibt, dann zu Genshin Impact dann wieder. Um wie viel Uhr? Keine Ahnung, wenn ich ausgeschlafen habe. So. Ja, von daher, tschö mit Ö und bis denne und Ende im Gelände und bis dann. Unspoken, with silence to blame. How she tries to gain the courage to understand why it came to be this way. These words of wisdom, time and again, go unheard. He knows it's not her fault, that it was all in vain. We all bleed the same. Our differences are great, but not enough to separate us from their lies. We tried, we did our best. Why can't you look into my eyes? And she said, my friend, you know there's nothing we can do. Just let it go. Secrets never show themselves. You learn to just move on. Till then, this song is for you. And he said, the only way to learn is to experience the pain. In that way we're the same. Oh, they turned around and parted ways. This song is for you. So it's been written through the ages of time, from pens of ancient masters to prose of the modern mind. A tale to be told. And now we find them holding on to their faith. They've tried all that they could, but we know it's just too late to not end up alone. The jury overthrown. The differences are few, but not enough to see them through. It's such a shame. They wonder who's to blame, or is it just that way
same. And she said, my friend, you know that